sickness you cannot define, the nauseating smile in your mind. I am the anger, the hate, and the pain. You'll remember my name. I am your God. I am the Alpha and the Omega, your beginning and your end. I am that I am. You'll never be alone again. Sickness you cannot define, the nauseating smile in your mind. I am the anger, the hate, and the pain. You'll remember my name. I am your God. I am the Alpha and the Omega, your beginning and your end. I am that I am. You'll never be alone again.
Hallo. Machen wir gleich ein bisschen Tokio-Dschungel. Moin. Erst wollte ich Sword 2, aber das wollte nicht so wie ich wollte. Jetzt werde ich es mir wohl doch für den PC besorgen. Ja. Oh, danke, danke. Das lieb von euch. Oha. Schon wieder? Mal sehen, ob er das Game dann gleich mal übernimmt. Ups, falscher Knopf. Bin älter geworden, ne? Da darf jetzt auch langsam die Hirnsynapsen absterben. Ja, upsala, ist das hier groß. Ah, ich habe hier diese Soundstärke hier noch nicht eingestellt. Moment. Ah. Ich hoffe, das kackt mir nicht wieder ab. Eigentlich habe ich das gestern mit der Katze geschafft, ey. Nehmen wir die hier, wa? Aber dennoch echt lieb, dass ihr dran gedacht habt. Ihr denkt da eigentlich jedes Jahr dran. Letztes Jahr waren das echt traurigerweise sehr wenige, die dran gedacht haben. Aber dafür habe ich bei denen auch nicht an denen gedacht. Ich bin ja echt kein nachtragender Mensch. Und eigentlich juckt mich der Tag immer relativ wenig. Aber wenigstens gratulieren kann man. Wer weiß, wann es das letzte Mal ist, dass man gratulieren kann, ne? Richtig, richtig, richtig. Ja, aber ist doch schön eigentlich, wenn so viele dann an einen denken, ne? Katze! Warte mal kurz. Haben wir nicht Verkleidung? Yeah!
Gib mir Angriff, ne? Was hat die denn sonst? Oh, 10 Angriff. Damit kommen wir aber weit. Hey! Ich hoffe, das Spiel kackt nicht ab, weil es ist gestern abgekackt und dann hat er es natürlich nicht mehr gespeichert, die kleine Mistmade. Heute haben wir mal Vollbild, ne? Wie habe ich das denn hingekriegt? Miau, miau, ich bin ein süßes Katzenmädchen. Miau, miau. Bitte streichle mir den Kopf. Oh, ich wollte gerade die Katzen nicht töten. Das letzte Mal hatten wir oben und unten noch Rand. Ja. Jetzt haben wir mal heute Vollbild. Sieht auch nicht mehr alles so gestretched aus und so. Echt cool. Ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe. Aber okay. Ja. Das Tolle ist, wenn ich einen zweiten Controller hätte und dann jemand hier ist, kann man das Spiel sogar zu zweit spielen. Es war ja damals nicht online zu zweit spielbar, sondern über 2 Controller. Huch. Irgendwann werde ich mal jemanden hier sitzen haben und dann wird zu zweit versucht, so lange wie möglich zu überleben. Ich habe zwar jetzt nicht den besten Rang, aber kriege ich nicht für den Anfang vielleicht irgendwie so ein gutes Vibe oder so? Ja gut, was schläfst du auch nicht, ne? Ja. Ich mache ja bis 7 durch, weil Vermieterin geht ja um 7 mit mir wieder einkaufen. Aber das Weibchen will ich haben, das heißt, ich muss noch was fressen. Komm schon. Gut. Wo ist denn dieses Shibuya-Wald? Könnte das da hinten sein, das obere? In der nächsten Umgebung sieht aber das Fressen auch wirklich wesentlich besser aus. Oh, wir sind aber eine fette Horde, du. Ja, aber bring den Controller echt mal mit.
brauche langsam was zu essen. Ja, aber fressen oder gefressen werden, ne? Ich brauche es. So, ich will mal ganz kurz gucken, was ist das hier oben? Oh, das ist ein Geschenk. Oh, cool, eine Wasserflasche. Die kann Leben retten. Gucken wir mal, was wir für Weibchen haben. Das ist ein schlechtes Weibchen. Gucken wir uns mal das andere an. Ah. Na komm. Das ist ja echt mies. Ja, aber Adrian, wie gesagt, da musst du halt mal schlafen gehen, ne? Ja, ich hab Flöhe, ich weiß. Leben sinkt wegen Hunger. Jetzt sind wir wieder nur zu zweit. Warte mal, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ach, der Beagle-Boss ist jetzt da oben, ja? Na gut, da sieht es auch wenigstens mit dem Essen relativ gut aus. Nachti.
müssen den Beagle-Boss ja auch noch finden, ne? Slate. Na, alles Tutti? Joa. Muss. Scheint der Hund nicht zu sein. Ich habe den Hund irgendwo gehört. Da unten ist er doch. Super. Wie man sich halt als alter Sack fühlt, ne? Lebendig. Aber da unten ist ein Weibchen, ne? Und schlechtes. Ich guck mir mal das andere an. Noch eine Wasserflasche. Boah, das kann echt Leben retten. Wie komme ich denn jetzt zu dem Weibchen? Ach, hier unten hin, ja? Geil. Da unten gibt es ein Nest. Mal sehen, wie lange wir jetzt noch überleben. Den Hund haben wir jetzt wenigstens schon mal freigeschaltet, ne? Dankeschön. Purzeltag, auch schon lange nicht mehr gehört. Nach Dokensaka, ne? Das Fressen sieht dann natürlich noch ein bisschen mager aus, aber gut. Wir haben 2 Wasserflaschen. Ja, das ist bei dir ganz schön häufig, das Phänomen. Das Schlimme ist, ich habe leider immer auf das... Ach, das ist Dokensaka hier. Ich habe leider häufig das Phänomen. Ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich zu viel habe.
Oh, schon die erste Katze tot hier. Alter. Du Flachwichser. Beziehungsweise ich will immer so viel machen, hab voll auf vieles Lust, aber einfach nicht den Platz. Tollwut. Oh. So, jetzt alle Herausforderungen abgeschlossen, ne? Ah, ich muss noch einmal markieren. Ah. Gibt's nur kaum was zu fressen. Will die Katze da ganz hin? Hm. Ja. Beschissen. Das ist ja nur eine Zahl, ne? So fühle ich mich jetzt nicht älter. Eher jünger, als was ich alt bin.
Boah, so eine Katze frisst da schon ein bisschen länger dran, wa? So, dann können wir uns ja das richtig Porno-Weibchen jetzt holen, wa? Das erstklasse Weibchen, Alter. Das wird jetzt einen Riesenwurf geben, ey. Kommt ihr auch hier hoch? Leute? Ah. Oha, guckt euch mal die Armee an. Gut, da ist die Tollwut, ne? Aber wir wollen ja eh langsam drauf gehen, denke ich mal, ne? Weil wir haben den Hund ja schon freigeschaltet. Da sind auch die besten Futtermöglichkeiten. Oh nein, das Fleisch ist vergiftet. Ja, was essen muss ich ja leider. Wir gehen jetzt drauf an Giftigkeit, aber ich denke, das ist in Ordnung. Oh. Sieht da richtig, was ich so die Jahre gemacht habe? Ja. Jetzt haben wir schon den Hundi.
Ich freue mich schon, wenn wir nachher bei den größeren Tieren sind. Echt, dann ist es echt leichter, weil auch Beagle ist schon mal, sage ich mal, eine ganz schöne Steigerung. Aber noch nicht die Größe, die ich haben möchte. Wir können ja mal einmal Story machen. Rufe die wir. Ah, da müssen wir definitiv auch eine fette Katze da. Storybedingt wird nachher richtig schwer. Dann gibt es dann nachher auch Dinos und. Jo. Na, Marvin, Beschäftigung gefunden? Wie gesagt, ich wollte eigentlich erst Source spielen, aber das geht leider nicht. Muss ich mir für PC mal runterladen, echt. Okay. Das ist ja hier so vorgegeben, ne?
Aufrauchen. Dass ich die Katzen töten muss, ey. Super. Der Story-Modus ist auch voll süß. Jetzt müssen wir eh neue Tagebücher finden. Ich mag diese alten Spiele einfach, na. Gucken wir gleich erstmal, wo die Tagebücher sind. Die Richtung machen wir uns dann auch auf. Unten wieder. Vermehren wir uns hier erstmal, ne? Guck mal, wir haben hier gleich Hunde. Haben wir da was zum Ausrüsten? Oh ja. Finde ich gut. Warten mal gleich, bis wir das erste Jahr hinter uns haben, weil dann werden die Herausforderungen aktiv. Na komm. Gut. Nach Dokensaka können wir auch kurz jetzt eine Pfote reinsetzen, dann haben wir es hinter uns.
ran hier. Ich habe zwar Flöhe, aber egal, Hauptsache ein paar Hundis. Aber ich will einmal ganz kurz nach Dokensaka gehen. Ja, 3000. Ja, ja. Dann gehen wir jetzt mal eine Generation wechseln, ne? Ach, der Golden Retriever ist ja schon da. Ja, gut. Oh.
Erhöht nochmal die Verteidigung. Wunderbar. Wieso, wie kommt das denn rüber? Hm? Baby. Gott, das ist ein schlechtes Weibchen, nein. Nach dem alten Splatter-Film. Okay. Ich hab Hunger. Giftigkeit steigt. Ich bin in Shibuya Einkaufsbezirk. Ja. Das wird jetzt, wenn, jetzt haben wir ganz viele Leben so gesungen. Wow. Na gut, auch nur 3 Stück. Gut, ich würde gerne aus dem giftigen Gebiet raus. Oh Gott, ich will da unten ja eigentlich die Tagebücher einsammeln. Na. Aber da gibt es kaum was zu fressen. Aber es ist gleich alles vorne an. Das wird schwierig. Gut, ein bisschen Trockenfutter haben wir ja auch noch. Wir essen mal das Ausdauerdörrfleisch. So.
Können wir jetzt die ganze Zeit den hier machen und kommen schneller voran. GG zum Pokémon. Slate. Oh, hier lässt es mit dem Gift nach, ne? Na, wenigstens das. Wir müssen die Vergiftung runterbekommen. Tagebuch. Naja, Zeitungsartikel. Was sagt uns denn der Zeitungsartikel? Am 14. März gegen 7:30 Uhr wurde ein Wärter des Zoos in Tokio von einem Bären angegriffen und schwer verletzt. Der Polizei zufolge erlitt er Bisswunden an Kopf und Armen und ist immer noch bewusstlos. Mitarbeiter des Zoos sagten aus, dass die Tiere sich seltsam verhielten. Die Polizei untersucht die Sicherheitsvorkehrungen im Zoo sowie weitere Fälle von kürzlich erfolgten Tierangriffen. Zeitungsartikel 2. Am 24. März gegen 15 Uhr Haustiere entkommen in Shan in Richtung Dokensaka. Entkamen ca. 100 Tiere aus einer Tierhandlung in Shibuya. Nachdem sie in Richtung Dokensaka flohen, teilten sie sich in Rudel auf und streunten durch die Stadt. Die Polizei konnte die Tiere erst nach Stunden alle wieder einfangen. Die Tiere verhielten sich wohl langsam seltsam. Ich denke mal, die haben auch die Menschen ausgerottet. Zeitungsartikel 3. Zahl der in Tierheimen abgegebenen Haustiere steigt rapide an. Am 2. Mai erklärte das Tierheim Tokio, dass sich die Anzahl der abgegebenen Haustiere im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht hätte. Die Halter berichten, dass selbst langjährige Haustiere sich wild und bissig verhielten. Das Heim hat eine Beratungsstelle zum Thema Tieraufzucht eingerichtet. Wenn wir es jetzt wieder zum Bahnhof zurückschaffen, das wäre jetzt gut. Ich denke mal, der wird hier jetzt drauf gehen, definitiv. Weil allein schon durch das Gift. Und wenn, dann irgendwann durch den Hunger. Hier gibt es einfach nichts zu fressen. Aber wir haben ja noch 2 Leben hinter uns laufen. Deswegen ist das in Ordnung. Schaffe ich das echt mit dem Hund hier noch? Ja, das Schaf ist weg.
So, hier soll es futtertechnisch schon wieder besser aussehen. Ich verhungere langsam. Ach, hier gibt es ja wieder gar kein Futter. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, Wasser. Also auf nach Dokensaka. Essen! Dafür ist es hier schon wieder vergiftet. Was soll denn der Scheiß hier? Die machen mir das Überleben hier aber auch nicht leicht, ne? Boah. Ich weiß, dass die Giftigkeit steigt. Wenigstens ein paar Jährchen will ich halt immer überleben, ne? Weil ich brauche ja auch Punkte, um dann auch die zukünftigen Tiere wieder freikaufen zu können und so. So, hier gibt es ja anscheinend Essen en masse.
Boah. Hier wehrt sich die Nahrung. Ah, wir haben noch mal ein paar Punkte zusammengefarmt hier, ne? Momentan durch das Gift und alles ist es echt mittlerweile schwer. Ach, da hinten ist ein Weibchen, ja. Dann habe ich die jetzt aber gerade nicht gesehen. Ah. Achso, warte mal. Ah, ist nur für Schimpansen. Also, wenn ich einen Schimpansen hätte, hätte ich Kinderkleidung für den. Okay. Da steht ein Nilpferd. Ah, wo sieht's mit dem Fressen am besten aus? Eine Etage höher, ne? Nachher mit größeren Tieren und so wird es natürlich leichter zu überleben. $31.000 Punkte. Ah, schade. Ich stehe total auf dieses Spiel, ey. Das heißt, wir müssen nach oben. Weil ich glaube, der macht uns fertig. Als Beagle möchte ich mich nicht mit dem Nilpferd anlegen. Ja, ja.
Ja. Nilpferde, ne, sind ja nicht zu unterschätzen, ne, die Mistviecher. So süß die Viecher aus sind, ey. Ich hab Hunger, ja. Natürlich ist es hier auch vergiftet. Ich muss das Fleisch fressen, ey. Das ist doch nervtötend. Oh Gott, Löwen. Oh, das kann ich fressen. Ich muss hier schnell durch. Außerdem haben wir langsam Löwen und sowas. Da wird sogar als Hund schwer. Aber wir haben jetzt auch bald 30 Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, ab 50 kommen nachher Dinos. Wenn man kein großes, kräftiges Tier ist, wird es echt immer schwieriger. Deswegen schaltet man ja auch immer größere Tiere frei und kräftigere. Da geht noch was. Das Gift rafft mich ja schon bald dahin. Oh, es ist nicht vergiftet. Das ist jetzt schon die neue Umgebung? Ne, das ist aber die letzte Fahne. Ne, egal. Oh, ich muss mein Gift runterkriegen. Gut. So, neue Umgebung. Oh, endlich clear hier. Oh, und fressen wir mal, wa? Alter, wir leben noch.
Was haben wir hier eigentlich noch für Herausforderungen? Shibuya außen... Naja. Unser Gift kriegen wir auch runter. Och nö. Das ist echt schwierig. Oh. Nein, es ist vergiftet. Schnell fressen. Gut. Nein! Oh, scheiße. Nein! Was soll ich davon fressen? Ah, Vergiftung, ey. Scheiß Vergiftung. Na, wenigstens hat das jetzt hier mit der Vergiftung aufgehört erstmal. Alter Verwalter.
Ihr könnt mich mal ganz kurz kreuzweise. Ist man überhaupt noch irgendwo sicher? Vor der Vergiftung und so. Aber ich denke mal, wir werden jetzt langsam drauf gehen. Wir haben aber auch echt für unsere Verhältnisse echt lange überlebt. Es hat gerade ein Känguru platt gemacht. Aber ist auch in Ordnung. Wir haben echt lange überlebt. Ich will nur gucken. Was haben wir jetzt eigentlich freigeschaltet? Den Gulden, ne? Ah. Da sind noch ein paar, aber.
das machen wir jetzt gleich noch und dann wechsle ich das Game. Können wir mal gucken. Ah, Aufgabe. Das klingt so falsch, ne? Werde ein echter Rüde, kleiner Zwergspitz. Suche ein Weibchen. Alles klar. Das klingt auf vielen Ebenen sehr falsch. Nein, 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 nein.
Partnerin gefunden. Geh in eine Wohnung und tu, was nötig ist. Mal kurz das Leben auffüllen lassen.
gut, die mögen es halt nicht. Auch noch wählerisch hier. Ja, wie kriegen die das denn da hoch? Wir haben Fettmission abgeschlossen. Wow. Ah, es wird sogar gespeichert automatisch, sehe ich gerade. Oh, das ist gut. Ich würde sagen, dann vielleicht noch ein bisschen Persona, wa? Gehen wir auf Start. Ich kann natürlich gucken, was es noch für Games gibt, ne? Sie nebenbei mal runterzuladen, wenn die nicht ganz so groß sind. Geht natürlich auch. Wenn ich die Seite finde. Äh, Oder Shadow Hearts. Das ist natürlich auch Porno, das Game. Aber ich will, glaube ich, erstmal ein Rollenspiel durchspielen, bevor ich das nächste schon wieder anfange. Anfange, ne? Anfange. So.
Können natürlich auch ein bisschen Katie Wayne spielen, ne? Habe ich ja auch extra raufgeklatscht. Dann machen wir später Persona. Ja. Dann gehe ich ja, wie gesagt, um 7 CK einkaufen. Danach lege ich mich pennen, um 16 Uhr wieder aufzustehen. Und dann geht es heute Abend weiter. Schon mal das Spiel umgeändert. Amor, mal installieren, ne? Brauche ich nicht. Zum Glück ist das Spiel nicht ganz so groß. Oh, wie Beatslate! Da bist du ja. Mal sehen, wie sehr das Spiel mich anschreit. Das macht das schon mal nicht. Das auch schon mal nicht. Dann müssen wir, glaube ich, leider hier drauf umschalten. Ernsthaft? Wo ist... Gut. Ein bisschen leiser geht noch. Fossi! Seit wann ist das deine Begrüßung? Wir spielen Katie Wayne, direkt der Scott. Ist Marvin überhaupt noch da?
Ah. Na, hast du jetzt endlich was zur Beschäftigung gefunden? Ah, ich bin im Streaming-Raum sonst. Wenn du magst. Jeder, der Berechtigung hat im Streaming-Raum, kann gern auch dazukommen. Moin. Oh mein Gott. Marvin! Und moin, Chat. Ach ja. Okay, da war der 4. Okay. Hä? Ach, mein Nacken ist die ganze Zeit schon mal rumspacken, ey. Oh weh. Vorhin jemand einmal den Kopf gedreht. 3-mal. Da war gerade der 4. Oh. Oh god, this is so comfy. I'm just gonna lie here and suffocate on my own vomit now. I had a thing I wanted to tell you. Uh-huh. This room sure Ugh. looks different when it's Hmm? spinning. So Bleib I einfach was liegen und browsing through erstick the an meiner used book eigenen ads in the Kotze. paper. Ja. and I Listen, Eileen, I'm totally excited about books right now, but wait, hear me out. So I noticed this article about a war veteran from Conwell Springs who just died. I remembered that you used to live there and everything, and oh, how I wish for joyful, blissful Ja. sleep. and get this. His name Jeder, was der den Joseph. Raum sieht, ne? Joseph Rain. Nicht jeder hat Berechtigung. What did you just say? You knew him, right? I knew it. I knew you'd know him. Yeah, was my grandfather. Hey, wait a minute. I never told you where I grew up. Oh, well, I might have sort of looked you up. That is not cool, Eileen. Seriously. Ich glaube, ich muss meine Visage I just couldn't ausmachen. help myself. Man sieht die ganzen Well, Texte ja one gar of these nicht. days you're gonna help yourself to a Ah. Ja, es ist meistens restraining bei so order. I'm Spielen just eben telling you halt. this as a Mhm. friend. I know. Well, So gewisse anyway, you Personen should zum know that Beispiel the haben gar funeral keine is Berechtigung in tomorrow. diesen Räumen. Also die Okay. Community hat das halt you gonna nicht go? und das I don't Rudel know. halt soweit Good night, nicht. Eileen. Nur Mods, Good night, Aki-Flausch. Ja, also normalerweise müsstest du dann reinkommen, weil du bist Aki Flausch. Richtig. Muss ich jetzt irgendwas machen? Ach nee. Oh God, make it stop. Hin und wieder mag ich ja solche Spiele. Wecker. Looks like Eileen left a note for me here. Hi, Kat. Since it's such a long drive, I set the alarm so you won't miss the funeral. Thank me later. E. I'm so getting a new roommate. Well, I guess I should get going. I'm late enough as it is. Uff. Ich kann mit allem agieren, aber My elektrische electric Gitarre. guitar. Got it cheap from a lesbian I met at a concert. Helped me get rid of my last 2 roommates. Our room phone. It's got an external line. I don't need to make any calls right now. It's some advanced scanner thingy. Eileen borrowed it from school. She takes a bunch of computer classes. Kein Wunder, dass wir so einen alten PC I'm haben. no geek, but I know how to 1995, da use gab es one. gerade mal den Windows 95er, ey. A computer, that is. Not a geek. Ja, ich habe erst mit einer Windows-Version später angefangen. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Mildred. Oh my god, I'm gonna get her for that. I wish I could wrap up that fact and save it for Christmas. Messy. Just the way I like it. Pulp Fiction.
love that flick. Pulp Fiction, love that flick. The Thing, one of my favorite horror movies. Pulp Fiction. Ja. Auch ein absolut geiler Klassiker. Oh Den ja. haben wir uns mal, Honestly, den she haben wir uns can in der believe in what Berufsschule she einmal wants as long as she reingehauen. doesn't try to shove it down my throat. Nicht alle von uns waren 18. Friedhof. Ugh, just my luck. Do you know why I pulled you over, ma'am? It's gotta be to compliment me on my driving, right? Trying to be a smartass, ma'am? Nobody likes a smartass. Do you know how fast you were going? Yes. And Yes, sir? the smartass playing dumb. Aren't you just a perfect blend of obnoxious? I guess so. Look, I'm really sorry, officer. I'm in a huge hurry to this thing, and the road has been empty for miles. Mann, hat der einen You know scheiß how it Tag, is. ey. Oh ja. Well, what I do know is that the speed limit here is 65. I clocked you at 77. You're getting a ticket. Oh, to the movies? I prefer horror flicks. Regular comedian, huh? Don't quit your day job. Alter. Well, here we are after a 40-minute drive and a harebrained speeding ticket. God, I really need a smoke. Does anyone object? Guess not. Dead people rule. Ja, die Sprüche von ihr sind schon Porno. Ah nee, dann fahre ich wieder wahrscheinlich. Nee. No time for that now. I'm late for the funeral. Ich komme zu spät zur Beerdigung. Ja gut. We are gathered here today to honor a person of great integrity, a pillar of the community, and a decorated war hero. His name was Joseph Irving Rain. We all remember his warm heart, his compassion, and his eagerness to help others. His passing, while our loss, is surely heaven's gain. Now we entrust our brother Joseph to God's mercy. We commit his body to the ground, earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. In sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord Jesus Christ, who will transform our frail bodies so that they may be conformed to his glorious body, who died, was buried, and rose again for us. To him be glory forever. Amen. Eigentlich müsste man die jetzt dafür in Ave Maria reinklatschen. Eigentlich ja. Es passte so. Dieses Ambiente. Oh, Kathy, Dann you big baby, wollen wir doch just mal. talk to her. Excuse me, Mrs. Rain? Have we met, hon? You look strangely familiar. Hello. It's me. Hello. It's Hey, Catherine. Sledge. Catherine who? You don't recognize me? I guess it's been a Kam das while. Ave I might Maria be aber a bit zu taller spät. than you remember me.
Bless my soul. Ach, so ein Look at nachträgliches your Ave grown up. Maria. Oh, how I wish Joseph could see you now, finally coming home. Let's hope he can. Wherever he is. A comforting thought, dear. Lord, how long has it been? 10 years? 15? 15 sounds about right. I was 6 when Mom took me away. Goodness, we have some catching up to do then. I want to know Boah, das everything. ist so warm. Listen, I'm not Ja, quite nee. ready to leave yet, but why don't you join me at the house in half an hour? Sure, I'd love to. I Machen passed it wir on das my way bitte here. mit It dem shouldn't be Stream, too ohne hard to euch find. doppelt zu hören. I'll see you soon then. Ich habe einen Stream stumm. I'm so glad you found your Ja, way weil back das, home. I can't dass du wait da for hören us to have a kannst, chance das to kann man auch talk. lesen, gell? Weil die Same reden ja here. eh Englisch. See you in a bit. Ja, okay, stimmt auch wieder. Ja. Grab. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Conwell Springs. I never thought I'd return to this place. Na, Ja, der wurde ja gut alt. Aber ich muss sagen, das Game kenne ich nicht. Nicht? Ne, sagt mir nicht mal was. A Vom Namen her family oder so. mausoleum. ich aber auch nicht. Says Price. Okay. Family must have been fairly Von wann rich. ist denn das Those Spiel things don't überhaupt? come cheap. So alt ist das noch gar nicht. Es geht. Also ist dann nur eben halt in diesem früh 90er Stil gehalten. Ja, genau. Es gibt es ja auch auf Steam. You don't want to Aber get für me die started. Dreier, oder? Let's just say me and the humble servants Nee, of God das ist have a PC, ist history von of not Steam. getting along. Das ist von Steam, okay. Mhm. You don't want to get me started. Let's just say me and the humble servants of God have a history of not getting along. Ich mag ihren Charakter. I'm sorry for your loss. Thanks. If you wish to find God, the Church of the War Holy dieses Trinity is extreme always open. Pixelige von damals, ey. Is that so? Ja, die Spiele sind eigentlich auch schon porn. Es müsste nicht immer gute Grafik haben, damit It's zum never Beispiel too aus late einem to turn away from a Point-and-Click-Game path of oder so, sin. ne? Gut ist. Es kommt drauf an. Es ist sowas wie... Ja, wenn du halt kaum noch was siehst teilweise. Also es gab No auch sin, welche, da but habe ich mir what am I gedacht, supposed to nee, do for fun? tut ja irgendwann in den Behind Augen weh. those words is a deep wound, a desire to belong. Die ganz alten zum Beispiel Let von Christ Indiana fulfill Jones, that void. die ersten Teile. Ugh, Die waren ja please don't extrem make schlimm. Also Christ früher, na fill klar, my war das void. I'm was totally Modernes, not up aber for Ja. mittlerweile kannst du nicht mehr tun. The crude facade of a lost soul. I'll pray for you. I wish you comfort in this time of grief. Und schon ist es ein Strich in der Landschaft. Ja. Ich hab den letzten Kreuzzug und Fate of Atlantis. Ah, Forsy. Grandma, anybody home? Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. A mere single pair of Nein, boots da on display. draußen? Boy, do we live in different worlds. Könnte sein, ne? There's Fenster. nothing quite like the soothing sound. Ah, of nee, Ich bin mir grad Regen. nicht sicher, ob's Regen oder Schnee ist, okay. Regen, ja. Nice black leather coat. Right up my alley. An old wheelchair. Not too dusty. Grandpa must have used it towards the end. A small Bei dem table Haus denke ich an ein bestimmtes Horrorgame. Welches? Resident Evil 7 wegen dem Rollstuhl? It's a Nein, photo of this very farm from jetzt muss ich way kurz back. überlegen, wie It hieß says das? June 12, 1910 in the corner. Melody of Horror? Musik of Horror? Wie hieß denn das da? Scheiße. I don't have anything to search for yet. Jetzt komme ich nicht drauf. Symphony of Horror?
Oh, hello, dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old Aber wheelchair Larry for a würde ich ja auch spin. feiern, ne? Oh, don't give Das me war that mir look. I klar. put it back. You haven't Ich hab die changed Dinger a geliebt früher. bit. Always So kidding ein around, just Dorflatte. like when you were little. Einfach. Come have a seat. We have so much to talk about. Reden wir mit Großmütterchen. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon, then? Mom is... I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. Die guten alten I'm Fans mit sorry to hear Antenne. that. Ja. In spite of everything that Oh happened, Mann. she took you Vater away. verschwunden, Mutter in die Yeah, Psychiatrie. about that. Schön. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. Nur noch Omi ist When I da. was old enough to Yeah. understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word. Forever confined to that blasted wheelchair. Ja, wir werden jetzt wohl Really? herausfinden For all wollen, this was time? an diesem Tag I had passiert no ist. idea. It Da, came da, as a da, shock da. to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Vorfall 81. Ah. Schachtel kippen. I don't want to show her that. She'll just start worrying about me. Was haben wir denn hier? Kirchenbroschüre. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Huh, you could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. Okay. I don't want to show Feuerzeug? her that. Nö. I don't want Elektroschockwaffe. to show her that. She'll just start worrying Ja, gut. about me. Dann bleibt uns ja jetzt nur noch Vorfall 81. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. It must have had something to do with the war. What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe Aber sie ist wirklich vom infection. Aussehen her die It's die all a typische load of Großmutti. I had an MRI performed on Joseph. It's one of Yep. those state-of-the-art head scans. Yeah, Auch immer die dieses Einrichtung. Auch die Yes, well, Einrichtung. according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch. Diese alten But the Ledersessel result und was the same Sofas after und so. 3 different scans on 3 Gardinen. different machines. Eventually, they had to confess that they simply Ja, had das no ist halt so credible typisch Mitte explanation 90er for in the state Amerika, he ne? was in. Ja. And this injury Allein schon just die Tapete, happened ey. to occur on the very same Ja, night. damals waren doch da diese auch schon. schon in den 80ern, ey, Indeed. besonders I diese refuse to Mustertapeten believe it doch was a voll in, ey. coincidence. Ich kann die nicht leiden. Absolut nicht.
Danke. Wo wir eben halt einmal das Wohnzimmer eben halt renoviert haben, von wegen neue Tapeten, haben wir die alten erstmal abgemacht. Maybe it was Darunter haben wir eben halt post-traumatic das, stress eben halt disorder? so eine Grandpa always Mustertapete had aus a der hard time 80er showing gefunden und darunter weakness. I don't Zeitungspapier. know, dear. Mm. I'm just Ja, das speculating. haben viele I früher didn't gemacht. think too much of it at the Zeitungspapier, time. wir konnten eben halt ein Joseph Datum was a man of few rauslesen. words. I'm Es war sure he just didn't wish to burden me irgendwann with Mitte paperwork. 71. Boah. Also ich weiß ja What nicht, did wer Sheriff es geil Truman have findet, to say irgendwie about the seine matter? Wohnung mit Zeitungspapier Papier Not zu much. He said, since he found tapezieren, Joseph in ne? that condition on the outskirts Mo of town, Mori, aber ganz the ehrlich, sheriff ich was habe ja convinced damals there ein was some bisschen kind of Maler, foul play Lackierer gemacht, involved, ziemlich but viele Wohnungen the investigation turned up renoviert nothing. und Mhm. He later wirst said dich that he wundern, was bei sorry, but that he was wirklich alten forced to Gebäuden, close the Altbauten. case. You Viele know, I haben could try früher to find out Zeitungen more drunter about gemacht. this. You're welcome to try, dear. Weiß auch nicht Some warum, kind was of das bringen closure would soll. mean the world to me. Okay, I think I'll Aber head over anscheinend to war the es sheriff's früher station for a wie little wirklich chat then. Would be nice to witness Regierung. police doing some actual Deswegen police das service for Einzigste, wo once. ich mir hätte das eben halt erklären können, aber das machst du nicht mit einer Zeitung von 71, wäre eben halt damals nach dem Krieg gewesen direkt, ne? Hm. War ja Bye, Grandma. alles I'll knapp, be back ja. later. Nee, es kann ja Zeit- später So long. gewesen sein. Das kann ja alte Zeitung gewesen sein. Wie gesagt, auf dem Datum Decent-sized stand book eben halt, collection. glaube ich, Most of them 7.6.71. science or history related from the looks of it. Grandma has prepared some tea for us. Ne, und in den 70er Jahren ging es ihm halt Deutschland schon wieder so gut, dass eigentlich irgendwie keine Knappheit von irgendwas kaum noch da war, ne? Mm. I shouldn't overstay my welcome. Ja gut, dann gehen wir erstmal zum Sheriff. So, damit Slade das jetzt hier auch nochmal richtig sieht. Es regnet! Sehr interessante Kopf. Okay, da sieht man's. Aber aus dem Haus sieht es aus wie geschneit. Hi. Hello. Gottchen, was ist das denn hier für ein Do I have Backstreet to Boy commit a crime Milchbubi, to ey? get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. Typische amerikanische I know Junge you. Kopf. Ja, ne? I'm pretty sure you don't. Und da hinten ist der Schief, Yes, Alter. I do. Ja, das You're sieht man sofort, Kathy. ne? Mit Kathy den grauen Ray. Haaren. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Oh, come on. It's me, Aber Lenny. ich muss sagen, in Lenny Amerika, die Marks. Polizeistationen sehen geiler aus als die in Deutschland. Ja. In Deutschland hast du das Gefühl, du kommst in ein Büro rein. I'm drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Ja, und die da in Okay, Amerika, I die think I'll have a chat Polizeistationen with sind the immer so sheriff then. klein und Sure fein, thing. ne? His office is to your right. Besonders in kleineren Orten. Ach, in What's kleineren your Orten hast du noch opinion nicht on mal eine this church? Polizeiwache, da hast du nur irgendeinen I neben think halt it's a sitzen, nice der enough unbewaffnet church. ist, gerade Why? oben in Alaska, I don't ne, know. He der seemed odd. Kinda pushy. Yeah. da I gucken get kann. your Jedes Mal, point. wenn die But I jemanden know the verhaften, guy. müssen He's sie einen vom harmless. Festland eben halt If you rüberholen. say so. Mhm. I don't want to show him that. I don't want to show him Einfach that. mal alles durchgehen hier. Yeah, that won't get me into trouble at all. Gut, gehen wir zum Sheriff. Well, gotta go. Good luck. Ah, maybe later. Thanks. Ups, ich habe ihn kurz Sure thing. gedrückt. See ya. Oder wollte sich wohl treffen oder so, keine Ahnung. Du bist mir zu milchbubihaft. Ich bin eine Rockerbraut anscheinend, ja? Also, ne? Oh crap, it's you again. The smartass returns. You have some more crimes to confess? Oh, you know, maybe a felony or two. Wouldn't be surprised. Look, I'm busy here. What do you want? I just have a few questions, that's all. Fine. Go ahead. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? He had a stroke in the woods. That's what happened.
If that's all there is, why would Sheriff Truman open an investigation? It was just standard procedure. A general occurrence report always has to be filed. I see. Did you know him at all? No, I haven't been in town for long. Man sure has one hell of a reputation, though. It's been over a decade since he was put in that wheelchair, and people still talk about the man he used to be. It's like he was a cult leader or something. Sounds like a conspiracy theory to me. Could be, but you know what they say. Things too good to be true usually are. Could I have a look at that report? Absolutely not. They're official police documents. Why not? I thought filed police reports are public record. Not in this state, they ain't. But I'm family. Doesn't that count for something? You consider yourself family? I've never even seen you before in this town. It's complicated. Guess what's complicated? Not to mention illegal. Handing out evidence to anyone who asks for it. Aw, come on, Sheriff. What's the big deal? It was a long time ago. It would make this girl very, very happy. Are you trying to use flirtation on an officer of the law? Oh, that shit may work on numbnuts like Lenny, but I got work to do. Lenny, du wurdest gerade dezent beleidigt, aber gut. Lenny, a little help here? Don't you agree that he's taking by the book too far? Well, boss, she is his granddaughter, really. I don't think it's any... Don't you think I know that? There are rules. Am I the only one in here who cares about the law? Too much coffee? Try not to pop a vein. Do you want to see the inside of a cell? Oh, cuff me, officer. Spare me the torment of your rhetorical questions and veiled threats. Just follow the rules like everyone else. Fine. Sie hat schon echt ein großes Mundwerk, ne? Ja. Was ist denn da drin? Komm, wir gehen mal die Tür da rein. Mein Gott, was ist denn da? Hey, that's a restricted area. Oh, okay. Sorry. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Hey, I need to see the police report from '81 when my grandfather was found by the old sheriff. We only keep reports filed after 1990 in here, so I'd have to go check the archives in the other room. If it was up to me, I'd be happy to go take a look, but you heard the sheriff before. I'm sorry, but I can't help you unless he approves it. Speiselecker. Ugh, fine. Well, gotta go. See ya. Ich will da rein. I can't while he's sitting there. Coffee cups, both used and unused. Hey, Sheriff? Hey, do you mind if I use this phone here? Sorry, that's not allowed. Lots of police reports. They all look fairly recent, though. Nothing older than 1990. Lenny mentioned that the older reports are stored somewhere beyond those doors. Der wie er hier rüber schlittert, um sich Kaffee zu nehmen. Oh, geil. Porno. Various notices and a wanted poster. Haben wir hier noch? Ja, so ein Schreibtischstuhl und so ein Boden, das macht sich echt gut, ey. Okay, I guess. Slide. Maybe halfway through. That's no good. We're gonna have to cancel lunch today. Again? Oh, man. Your motivation shouldn't be limited by your growling stomach, Lenny. If you say so, boss. Tons of miscellaneous files. I don't see anything labeled as police reports, so those must be elsewhere. I guess somebody's a winner.
Wow, der trinkt aber häufig Kaffee, wa? Wei, oh wei, oh wei. Slide mal wieder zurück, Junge. Hello, Sheriff. Mind if I Richtiger ask you a Kaffee-Junkie. few more questions? Der ist ein richtiger If you Kaffee-Junkie. must. What's your opinion on this church? It's a fine church. I go there myself every Sunday. Ja, den That's all for now. Polizeibericht lässt er mich ja nicht. Da muss ich wahrscheinlich erstmal woanders hin twitchern. Ich glaube, hier kann ich erstmal nichts machen. Ich könnte ja ein Schlafmittel in die Kaffeemaschine kippen, ey. Wenn ich sowas hätte. Just your standard coffee maker. What should I do with it? Ja, wäre eine Idee. It's being used right now. Ah, irgendwas kann man damit machen. Was haben wir denn da? Faxmaschine? Not a big fan of that idea. Okay. If he wanted coffee, I'm sure he would have taken some already. Was kann ich mit dem Kaffee machen? Nah, I'm good. Had a cup this morning. I may be able to do something else with the coffee, Ich könnte though. aber mit dem Kaffee vielleicht etwas anderes anfangen. Ja, aber nur was? Schütten? I don't think that accomplishes Ja, much. ich versuche schon alles Mögliche hier anzuklicken. In die Was haben wir- Pflanze oder so? In die Pflanze? Ja, weggießen Ja, halt. stimmt. Macht er. Macht sie. Ah, jetzt ist der Kaffee leer. Telefon. Okay. Let's see how this Aber plays du out. hast du. Achso, nee. Okay, ich habe einen Delay. Du hast es gerade aufs Telefon gezogen in dem Moment. Ja, pass auf, jetzt holt sich der Sheriff wahrscheinlich eben halt einen Kaffee, schickt ihn eben halt los, 9 zu machen und schon kannst du in die Tür rein. 10-4, coming right up. Oh, it better be. Das Gesicht. Haha, die Zähne. Fein 10-4. Na, guck mal, jetzt macht er noch einen Kaffee. Jetzt sind wir in den Aktenraum. Penner. Da ist ein Penner. Hey, What? I can't hear you. Der Aktenraum? Das Kitchen. Thanks. That was getting annoying. hey. Hi there. So, why'd they put you in that cell? It's all just a big misunderstanding. Is that so? Yeah, I didn't mean to steal anything. I was just using my pockets to move the beer to the checkout. That's the worst excuse I have ever heard. For your information, I happen to have a deadly fear of shopping carts. I take my last statement back. This excuse is even worse. Hey, it wasn't your father who was killed by a shopping cart when you were 8. I sure hope not. To be fair, mine wasn't either. It was just Uncle Bob. But that doesn't mean it was any less traumatic, mind you. To this day, I still get nervous breakdowns at grocery stores. I think I've heard enough, buddy. You're right. We should stop before the flashbacks begin. Okay, gotta go. See ya! If I ever need to find evidence, I'll know where to look. They look sturdy enough. Wouldn't be able to break them open without taking my time and making a lot of noise. Lenny, for the last goddamn time, stop leaving the locker keys on this table. Always put them back in your desk when you're done. This phone is not here for your personal calls either. The county shouldn't have to pay for your giggly shenanigans. Sheriff. Hi, this is Eileen speaking. Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? Too complicated to explain over the phone. I'll fill her in about it later. I'm trying to get a hold of a police report concerning Grandpa, but the cops refuse to give it to me. Yep, the state laws are really strict about that sort of thing.
Ugh, there must be some way to get my hands on it. Sure, but probably not within the boundaries of the law, Kathy. Am I hearing this right? Are you encouraging criminal behavior, E? Oh, I would never. Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. Huh. An axe, a sledgehammer, and some other heavy tools. Brilliant idea to leave those lying around next to evidence lockers and locked cells. A big red gas can with a hose. Somebody probably used that to siphon gas. No wanted posters. I'm disappointed. A large evidence locker, probably for securing some of the bulkier things. A computer monitor, probably recovered stolen goods. There's no way small-town cops would be that up to date with the modern world. Ich brauche den Schlüssel. Oh, machst du Polizeiberichte? Ich mache die Kaffeegeschichte gern nochmal. Time to waste more coffee, I guess. Das ist ein Zufall, er wird genau in diesem Moment fertig. Ja, ne? Lenny, coffee. Jeez Louise, already? I'll take care of it, boss. Nachher hast du eine Riesenpalme da stehen. Ja. Voll das Doping. Dass es aber auch nicht auffällt, ne? Alter, die Tür muss doch quietschen wie Sau, Alter. Ja. Okay. These must be the archived police reports that Lenny was talking about. Time to start digging. Yes, found it. August 16th, 1981. Let's have a look. Hm. Uhr, 18.06.81. Da war ich nicht mal geboren. Ein paar Meilen von Conway Spring entfernt wurde in der Nähe der unbefestigten Straße eine Person aufgefunden, die mit weit aufgerissenen Augen blind herumirrte. Die Person wurde als Joseph Wayne identifiziert. Er zeigte keinerlei Reaktion, weder als er angesprochen wurde, noch auf Berührungen. Er schien von Kopf bis Fuß dreckig und bis an die Knie nass zu sein. Mr. Wayne umklammerte ein kleines Diktiergerät, in das ein Tonband eingelegt war. Er zeigte sich kooperativ und konnte zum Streifenwagen geführt werden. Anschließend wurde er in die Stadt zurückgebracht. 17.08.81, 0:25 Uhr. Mrs. Wayne wurde abgeholt und gemeinsam mit Mr. Wayne in die Notaufnahme des Gemeinschaftskrankenhauses gebracht. 8 Uhr. Bei einer Routineinspektion des Streifenwagens wurde ein Diktiergerät gefunden, das auf dem Rücksitz liegen gelassen wurde. Diese wurde als Beweisstück in Schließfach Nummer 5 archiviert. Okay. I'm gonna have to get my hands on that recorder. Lucky, das war auch ein Jahr vor mir. Knapp ein Jahr. Ja. Stimmt. Eigentlich 10 Monate. Jetzt, wo du sagst. Locker number 5 is right there. 10 Monate bevor der Teufel auf die Welt kam. According to the note on the table, the locker keys are kept in Lenny's desk. Okay. Wir müssen jetzt irgendwie an Lennys Schreibtisch kommen und den Schlüssel klauen. Kannst du irgendwas mit dem Mob machen? Eimer umkippen? Dann gehen sie ja da rein. Ja, sie muss doch an den Schreibtisch, oder nicht? Stimmt. Das ist der Sinn der Sache, die da reinzulocken. Hello, Kathy. What's up? Well, gotta go. See ya. Du meinst, ich soll den Mob umkippen, ne?
Versuchen, ob's geht. Das Keine heißt, ich Ahnung. muss erstmal wieder die Pflanze gießen. Du musst an seinen Schreibtisch. Ja, geht ja Oder rein. an Ja, den ja. Chef sein. Nee, bei Lenny. Da muss man ihn irgendwie versuchen, If da I ever reinzulocken. Oder feel the zum urge Chef to locken. clean, Keine I'll Ahnung. know where to go. Für irgendwas muss der Penner doch auch gut sein. Hey, Hi there. Gib dem Mob den Penner. Oh, ihn überzeugen, Lenny you need to abzulenken. keep the blonde cop out there busy for a while. I do? $10 says you do. I'd say my services in this matter are worth at least $20. 9, 15. 8, Fine, 10. 7. Deal. Good. So, what am I doing again? Distract that young cop in the lobby. I don't care how you do it, as long as you keep him Der occupied feilscht for a erstmal while. noch. Ja. Okay then, let me know when. Will do. Okay, gotta go. See ya. Gut verarscht. Oh ja. $3 gespart. Hey, the jail is off limits. You shouldn't be in there. Oh, sorry. I just heard someone yelling. I think that guy in the cell needs some help. Ah, what now? Okay, I have to make this quick. Okay, let's find the key to locker number 5. Got it. Wir sind gerade in einer Polizeiwache voll kriminell. Ja. Den Style hat sie dafür. Für die Rockerbraut. Ja. Schlüssel für This should open the Schließfach. evidence locker with the tape recorder. Jetzt holen wir uns das Tonbandgerät. All right, got it. Aber ich höre mir das bestimmt jetzt nicht da drin an. Oder? Note to self. Remember, the perfect bouquet consists of 3 red roses, a blue violet, and 2 yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with everything that's been going on lately. With Sharon and Kathy. Anyway, I'm getting close to finding the source. I have a promising new theory. It should be ready for a test soon. Okay. So, Lenny, jetzt musst du erstmal keinen Kaffee mehr machen. Hey, Kathy, wait. What? Do you eat foot? I mean, food? Absolutely not. I feed on human misery. Relax, Lenny. Yes, I do eat food. Oh, well, great. Can I buy you food sometime? And also buy food for me? And then maybe... Miau, miau, ich bin ein süßes Sophie. Katzenmädchen. Miau, miau. Bitte streicheln mir den Kopf. Moin. Bubu. Servus. I'm really busy right now. Maybe later. Oh, okay. See ya. Wir haben ihnen erstmal einen Korb gegeben. Komm, Junge, ey, guck dich mal an, guck die mal an. Weißt du, sie ist so eine Bikerbraut. Und du, ey, ein Waschlappen, ey, hinterm Polizeischreibtisch, ey. Was denn? Ja. Die Ansage ist raus. I should probably ask Grandma first. Achso, erst Oma fragen. Okay, fragen wir erstmal Oma. Oma! Oh, hello, dear.
Ich mag solche Omis. There are a few things I need to ask you, Bei Grandma. Omis ist das das Essen am besten. Oh, ja, und danach fühlst du dich, ey, als hättest du für den ganzen Monat vorgefressen, ey. Ja, und die Omis Ja, wollen dich weiter messen. Man kommt dünn an und geht fett wieder raus. Ich frage mich bis heute, wie es meine Oma geschafft hat. Auch von daher, dass sie eben halt eine hochgradige Hühnereiallergie hatte. Wie hat sie zum Teufel Schnitzel gemacht? Handschuhe. Nee, sie darf die Eier nicht essen, durfte sie die Eier nicht essen, nicht riechen. Thanks, Grandma. Sie hat eine hochgradige Hühnereiweißallergie gehabt. Die konnte davon sterben. Mit so einem Biohazard-Anzug in der Küche. Es war eben halt so schlimm, eben halt, dass wenn eben halt meine Mutter früher eben halt mal als Kind vom Opa eben halt Hühnereier gekriegt hat, ne? Ging das erst, wenn eben halt Oma aus der Küche raus war und danach eben halt erstmal 4 Stunden gelüftet wurde. Hat sie die Dinger aber auch mit Eiern gemacht? Nein. Hat sie nicht. Und ich frage mich bis heute, wie. Ich glaube, das brauchst du nur googeln. Ja, ich meine, halten tut's auch so, ne? Ich glaube, die hat da Mehl drunter gemacht statt Ei. So angefeuchtetes Mehl, weißt du? Hm. Da gibt es bestimmt Hausmütterchens-Tipps. Ja, Sind mit sowieso Sicherheit. immer die besten. Mit Sicherheit. Mr. Bear! Oder von einer anderen How Oma. did you get all the way up there? Frische Erbsensuppe mit Grießklöße. Good idea. Oh, ich vermisse von meiner Oma das Gulasch. An electronic metal detector. Kinda clunky for a person to lug around without a specific use for it. Ich habe grundsätzlich nur bei meiner Oma Gulasch An gegessen. industrial-sized jug of detergent. Various books and office supplies. Nothing in particular catches the eye. Ja, Gulasch. Oder wie sie immer so schön gesagt hat, Gulpopo. Gularsch, Gulpopo, ja, kenne ich auch. Decades old coffee. Lovely. It looks like someone was Das doing kenn ich auch, geometry. ja. I can't make much sense of it. An old typewriter covered in cobwebs. Just some old bills. Nothing interesting. A thick book about math. Empty. Empty. A worn office chair on wheels. I'm feeling a sudden urge to do a race. Codes. Da erstmal ein Metalldetektor in der Ecke hockt. That's kind of an arbitrary thing to do. Oh. Ach du Heilige. Oh, hör mir mit Mathe auf. Reden wir mal mit der Oma über den Aktenkoffer. Vor allem eben halt, Alter, stand da eben halt eine ziemlich lange Zahl von Pi oder was? Pi ist so gesehen unendlich. Ich weiß. Ich kenne eben halt die ersten 4 Stellen nach dem Komma. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. I found a locked briefcase in the attic. Do you know anything about it? Oh, that old thing? Joseph said there were just some old boring Air Force papers in there. If that was the case, why use an intricate combination lock? That's a very good question, dear.
In any case, I wouldn't know how to open it. I found this book in the attic. Recognize it? Oh, yes. I bought it for Joseph's birthday once. He was always fascinated by numbers. He believed that math could explain everything in this world. He was a man of science. There's no denying that. Hey, Grandma, do you recognize this tape recorder? Oh, yes, Mr. Dicto. Joseph used to carry that thing with him everywhere. He could be absent-minded at times. It helped him remember things. I got the dictaphone already. I don't think there's anything else in there I need to mention to her. See you later, Grams. Take care, dear. Auf dem Diktiergerät war ja was, eine ganz komische Nachricht am Anfang. Der perfekte Blumenstrauß. Irgendwie 2 rote Rosen, eine... Das muss irgendwas damit zu tun haben. Diese Türklinke an der Tür sieht 3 aus wie so ein rote Riss in der Rosen, Tür. ein blaues Veilchen und 2 gelbe Tulpen. I've been working on my research in the attic. I just don't want with shit anyway. I'm getting high up. 3 rote Rosen? Was war das jetzt? Vielleicht hat es irgendwas damit zu tun, keine Ahnung. 3 rote Rosen, ein blaues Veilchen und 2 gelbe Tulpen. Ein blaues Veilchen, 2 Tulpen, 3 Rosen. Ist da irgendwas? Das Buch findet man ja auch nicht ohne Grund. Nee. Vor allem 2 rot. Ein gelb. 2 blau. Ne, 2 gelb, 1 blau. Wie kriegen wir den Koffer auf? Ich liebe Rätsel, ne? Habe ich hier noch irgendwas vergessen? Lichtschalter, Glühbirnenregal. Schreibmaschine, Papiere habe ich alles schon durchsucht. Metalldetektor, Schubladen, Aktenkoffer. Wie viele Zahlen sind denn das? Sechs Zahlen. Nope, that's not it. Weil ich denke, das hat mit dem Mathebuch zu tun, mit den Markern da drin, weil die haben dieselbe Farbe. In der Anzahl könnte es auch ein Geburtsdatum sein. Ja. Aber was haben jetzt Primzahl, Fibonacci und Pi damit zu tun? Primzahl bei dir raus. Primzahlen alle, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind. Und dann halt dieses, ne, 3 rote Rosen, dann ein blaues Pfeilchen und 2 gelbe. Das wären auch 6 Zahlen, weil guck mal, 3, dann das eine sind 4 und dann das andere 2 sind 6. Deswegen sagt er ja 3 rote Rosen. Wenn man die Blumen zusammenzählt aus der Nachricht, sind es 6 Blumen. Wir brauchen 6 Zahlen. Gottchen. Ich würde eben halt jetzt nur vielleicht so drauf kommen, dass eben halt 3 mal die dritte Primzahl. Du meinst dann die 5, ne? Ja. Okay. Dass eben halt am Ende 555 ist.
Du meinst am Anfang, weil die 3 roten Rosen zählte zuerst auf. Ja, okay, dann als erstes. Dann eben halt 5, 5, 5. Dann die eine blaue. Die eine blaue. Ja. Das ist ja dann Fibonacci, ne? Wäre vielleicht die 1. Einfach ausprobieren, ne? 5, 5, Also 5, 1. 5, 5, 5, Und 1. jetzt zweimal gelb. Ja, jetzt hängen wir hier. Nochmal die 1, aber es wäre ganz schön leicht, ne? Warte mal, wie viele Zahlen fehlen dann noch? 2 Zahlen. Und dann 2 gelbe Tulpen. 6, 2. Wegen 3, 1, 4 mal 2. 6, 2? Mehr werde ich ausprobieren können, wir es nicht, ne? Hast du es dir jetzt gemerkt? Nochmal 5, 5, 5. 5, 5, 5, 1, 6, 2. 1, 6, 2. Aber wie kommst du auf 6, 2? Habe ich doch gerade gesagt. 3, 1 mal 2. 5, 5, 5, 1. Nope, that's not it. 1, 6, 2. Noch eine 5. Okay. Mehr Hinweise gibt der Scheiß hier aber auch nicht. Das müsste das Mathebuch sein. It looks like someone was doing geometry. I can't make much sense of it. Ich hasse auch Mathe. Jetzt würde ich zu gern wissen, wie man darauf kommen soll. Was er von einem will. Jetzt kommt mal das erste Rätsel, na, das ist echt. Mit Primzahlen und so, da bin ich raus, ey. Als Primzahlen ist immer keine große Bachenrechnung. Das sind eben halt wirklich nur eben halt, also Primzahlen werden nur Zahlen eben halt betitelt, die sie eben halt nur durch 1 und sich selbst teilbar sind. Mhm. Das ist alles. Das sind keine Formeln oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eben halt eine bestimmte Zahlensortierung. Mhm. Ja, weißt du, was das wieder für ein Rätsel ist wahrscheinlich? Ha? Wenn man die Zahl jetzt googelt und Kommt dann man auf durch. einmal macht's Klick, weißt du? Ha. Note to self. Remember the perfect bouquet Aus consists of 3 3 roten red roses, Rosen, einem a blauen blue Veilchen und violet, 2 gelben and Tulpen, 2 ja. yellow tulips. I've been working on my research in the attic at night. I just don't want her to worry. She has enough to think about with Sharon, and anyway, I'm getting close to find. I have a promising new theory. Der einzige Hinweis ist echt nur mit den Blumen. Mit den Farben. Marvin! Google mal. Keine Ahnung, ich komme da nicht drauf. Ich bin ja echt manchmal nicht auf den Kopf gefallen, aber da, ey, hört das bei mir auf. Ich will es jetzt wissen, ob wir allein schon mit den 3 Fünfen richtig liegen. Was ich jetzt nochmal versuche. 3 mal die 5 und 3 mal die 1. I must be missing something. What was that weird first message on the tape? Ah, jetzt sagt sie das. Was war nochmal die erste seltsame Nachricht auf dem Band? Ja,
Das haben wir mittlerweile auch raus, dass es was damit zu tun hat, du blöde Kuh. Hab den Code. Ich schlag jetzt nur mal das Mathebuch auf und dann will ich mal wissen, ob man irgendwie die Erkenntnis findet. Weißt du dann auch, wie man auf den Code kommt? So, warte mal. Erinnere dich an das, was dein Großvater auf dem Tape gesagt hat. Der perfekte Blumenstrauß besteht aus 3 roten Rosen, einem blauen Veilchen, 2 gelbe Seiten. Die Farben der Blumen sind die Farben der Lesezeichen und die Zahl der Blumen ist die Anzahl der Ziffern, die du von dieser markierten Seite entnimmst. Zusammengesetzt ergeben sich diese Zahlen die Kombination für den verschlossenen Koffer auf der linken Seite auf dem Dachboden. Warte mal. 1, 2, 3. Das wäre dann ja doch. Das wäre ja die 5. So, und das ist eben halt nicht die erste Zahl. Nicht? Hier wär's die Vielleicht 1. 2, 3, 5? Ja. Okay, die Schweine, ey. Hast du es rausgekriegt? Ich glaube ja. Okay, Bloß dann. bei Gelb bin ich mir nicht sicher. Ich glaube 2, 3, 5, 1 und Gelb muss ich sehen. Sind das Schweine, ey. Das ist so einfach, das ist einfach. Ich reite das jetzt gar nicht. Was hieß es bei Gelb? 2 gelbe. Ah, ich verstehe es. Pass auf. Okay. Ne? Rot. 3 rote. Ja. Die ersten, geh mal auf Rot. Ah! 2, 3 und 5. Die ersten 3 Ziffern. 2, 3, 5. Ja, dann kommt das Blau. Dann hast du das Blau. Mit der Einmal. Das heißt 1. 2, 3, 5, 1 und dann 3, 1. Ja. 2. Genau. Wollte mich. Und der Gelb? Code ist 2. Der Code ist 2, 3, 5, 1, 3, 1. Die Schweine, so Alter! Simpel, einfach so simpel, ey. Ich schwör's dir. Die machen dann riesen Rätsel drauf. Das ist so simpel. Yes. Jedes Mal die gleiche Scheiße bei Leck Ja, man muss eben halt nur drauf kommen, ne? Deswegen sagte ich ja, ne? Ne? Das ist wieder so ein Ding, Alter, wenn du dann auf einmal den Code weißt, kommst du drauf. Ja, Weißt du du, gehst was von das Gott und Schlimme die ist? Welt aus Ich glaube, wir und denken dabei ist es der manchmal. Kiesel vor dir. Weißt du, manchmal denken wir viel komplizierter, als was das Rätsel manchmal Ja. ist. Yep. Naja, wenigstens hatten wir 3 von 6 Zahlen richtig an der richtigen Stelle. Ist doch schon mal ein Anfang. Aber diese Saftsäcke, Alter. Der war echt mies. Der war jetzt wirklich mies. Aber nachdem, was Mori meinte. Ja? Du hast ein elektronisches Störgeräusch bei dir drin, so ein leichtes Zirpen. Besser? Ja. Ja. Okay. Alter, sind das Schweine. Aber nachdem Mori das da gelesen hat, gerade den Anfang, ey, ist es mir direkt klar geworden. Das ist so scheiße. So, wir haben jetzt das für einen Umschlag. Da kann man immer nur wieder sagen, bei so einem Games denk einfach. Ne, wie war das alleine nur hier mit diesem einen Psychospieler mit der Kranken da im Zweiten Weltkrieg? Mit dem Morsecode? Oh! Aber als du mir das dann vorgegeben hast und ich dann hin und wieder auf die Liste nachgeguckt habe, hatte ich das dann auch nachher raus. Bei Slendy hat das auch funktioniert. Ne, ich habe ihm das eben halt einmal grundlegend erklärt irgendwie. Ne, ich habe ihm die erste Zahl genannt und schon hat er kapiert eben halt, wie das abläuft. Dann habe ich das ja eben halt so gemacht bei ihm hier drüber, war Sledge ja auch mit dabei. Ich habe mir nicht sofort den Code eben halt gesagt. Ne? Ich habe erst gewartet, bis er was sagt und ich habe dann das Richtige hingeschrieben. Es hat dann immer wieder gepasst, weißt du? Ja, manchmal fehlt einfach der kleine Stupser in die richtige Richtung, weil du voll verkehrt läufst. Was war denn jetzt im Koffer drin? Jetzt habe ich nicht aufgepasst.
The notice is dated July 15th, 1975. Tragic story. I wonder why Grandpa saved this. Da war ein Penny drin, ein moderner kleiner Schlüssel, dieser Zeitungsausschnitt eines betrunkenen Mädchens. Jetzt haben wir noch ein Foto mit Soldaten. Grandpa in uniform with 2 other men. Something is handwritten on the back. Und wir haben noch eine kleine Kassette fürs Diktiergerät gefunden. Kleiner Schlüssel könnte für ein Schloss sein oder Briefkasten. Oder ein Schließfach. Ja, oder Schließfach. Oder so ein abgeschlossenes, hier gibt's doch auch Schubladen. Ein überbelichtetes Bild noch. I can't make much out. I think I see trees in the background, but most of the picture is just bright white. There's probably some way to enhance this back at school. I'll figure it out tomorrow when I'm back. Und jetzt werden wir uns mal diese Mikrokassette In the anhören. briefcase, labeled answering machine. It should play fine in Mr. Dicto. The tape I found in the briefcase, labeled answering machine. It should play fine in Mr. Dicto. Kann ich das gedrückt halten? Ja. So, haben wir jetzt reingepackt und jetzt spielen wir uns das mal ab hier. You've reached the Rain residence. Leave a message after the beep. Hello, Joseph, Mrs. Rain. It's me, Charles. I thought I'd give you a call. Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully, he looks nothing like his father. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants to see the baby. Well, anyways, I hope to see you soon. All the best. Bye. You people make me sick. We're never coming back. Don't call, don't write. If you ever try to contact us, I will call the police. Joseph, you there? It's me, Cocky. It happened to me too. You're the only one I trust now. Just call me back as soon as you can. I wonder who this Cocky is. Wir haben viele Informationen jetzt aufgeschrieben. Ich glaube, jetzt können wir die Oma ja mal ausfragen, wa? Quetscht das Omi aus. Omi! Wie eine Zitrone. Wie eine Zitrone. Oh ja, den saftigen zitronischen Saft auspressen. Oh, hello, dear. Pressen wir die Omi aus. Das klingt schon wieder so falsch. Gott gab uns Zitronen, also trinken wir Tequila. Was? Very well, dear. Do you know anything about a young girl drowning around here? Aber ich kann mich noch an den einen Geburtstag, den ich mit ein paar Kumpels gefeiert habe, in der Kneipe, Alter. Die Kellnerin dann einmal einen Sambuca mit einem Tequila vertauscht hat. Der Kerl, der den Sambuca haben wollte, hat den halt extra Sambuca bestellt, weil er keinen Tequila mag. Und eben halt die Freundin von meinem Kerl den Sambuca gekriegt hat, sich aber Tequila bestellt, weil sie den Lakritzgeschmack von Sambuca nicht mag. Und die knallt sich den Sambuca rein, eben halt so, wie man normalerweise eben halt Tequila trinkt, ne, mit Zitrone und Salz. Mir wird's genauso gehen. Ich mag aber auch keinen Lakritzgeschmack, ey. Boah, Alter. Die Gesichter von den beiden haben sich so zusammengezogen, es war einfach nur geil. Glaube ich. Oder damals, wir mal eine Party machen, da haben sie so ein Trinkspiel gemacht, wer halt musstest die Kronkorken von den Bierflaschen aufheben. Haben sie später ein Spiel gemacht aus, weiß nicht, 1,5 Meter in so einen Korb reinwerfen, so einen kleinen. Wer getroffen hat, hat einen Zimt-Tequila bekommen. Ich hab's bereut, den getrunken zu haben, ey. Boah. Das war so eklig. Ja, aber wir haben eben von der Kellnerin dann eben halt, zumindest die beiden eben halt eine kostenlose Runde gekriegt. Ja, weil die nur gefragt hat, eben halt, weil ich, hat dann eben halt nur gefragt, was los ist, weil ich auf einmal so angefangen habe zu lachen und ich eben halt, ich glaube, ihnen ist da gerade ein kleiner Fehler passiert. Wieso? Ja, für sie war Tequila, für ihn Sambuca, wurde aber einmal getauscht. Sambuca wie Tequila trinken macht keinen Spaß. Oh, scheiße, sorry.
does the nickname Cocky mean anything to you? Sounds vaguely familiar. Vergleich mit It 20. reminds me of the Geburtstag. aviator call signs Joseph and his Jahre friends alt. gave one Boah, another. die. Joseph was Mega. Fast vigilante. 8. I can't count the number of times he got into trouble for breaking the Uhrzeit, warum rules. tust du das mit mir? To this day, I have no Böse idea Uhrzeit. how he always managed to land on his feet. Must be hereditary, given the things I've gotten away with. Every time I wake up, I am genuinely surprised that I'm not in jail. I'm sure it's not that bad, dear. But to get back to the subject, you don't have any idea of who this Cocky is? I'm afraid not, but the Air Force might be a good place to start. Jetzt zeigen wir ihr mal die Sachen, die wir noch gefunden haben. Da kriegt man ja manchmal auch nochmal Infos. Does this coin mean anything to you, Grandma? I'm afraid not, dear. Dann der kleine Schlüssel. Do you recognize this key, Grandma? I found it in the attic. I'm afraid not, dear. Auch nicht. Den Do you Zeitungsausschnitt. know anything about this story, Grandma? Not much, dear. It was the saddest thing. The girl was only 16 years old. We never really knew the family. Ob wir die Bullen gleich They nochmal preferred to ausfragen keep to sollten? themselves. Do you remember their names? Let me think. I'm awfully sorry, dear. I just can't recall. That's quite all right, Grandma. I was just wondering why Grandpa would have wanted to save this. Joseph was always deeply affected by the tragedy. In any case, he... Okay. Ah, okay, das hatten wir schon. Der Opa hat bestimmt irgendwie Dreck am Stecken gehabt oder so. Look at this photo I found in the locked briefcase. Goodness. Ja, oder eben halt ein Versprechen irgendwie an seinen Kumpel aus der Armee da eben halt gehalten, der zufälligerweise eben halt der Vater von dem ertrunkenen Mädchen war. What about the other two? Er war ja auf jeden Fall irgendwas auf der Spur und auf einmal war der... Hat er nicht mehr geredet, ne? Als man den da aufgefunden hat. 10 Jahre nicht geredet, bis er gestorben ist. Keiner weiß, was passiert ist. Charles Wade, okay. Überbelichtetes Bild. Brams, can you tell me anything about this picture? It looks awfully bright. Perhaps something was wrong with the camera. Yeah, maybe. I should try to figure something out tomorrow at the university. Charles Wade. What can you tell me about Charles Wade? Well, ich merke schon, das artet so... Naja gut, sie studiert ja Journalismus, das artet hier auf Detektivarbeit aus. Ich merke das schon. Mal sehen, welchen Dreck am Stecken wir wieder aufdecken hier. Auf jeden Fall hat dieses Spiel eine sehr, sehr gute Bewertung auf Steam. I haven't seen him for years. He and Joseph grew apart before you were born. Any particular reason for that? Oh, not that I know of. Gut, ich glaube, die Oma haben wir jetzt alles gefragt. Wir haben ihr alles gezeigt. Wir haben ein paar Infos. I don't think we need to discuss that anymore since I've been able to open the briefcase. Hey, Grandma. Aber vor allem, warum hast du einen Taser dabei? Zur Selbstverteidigung ist es auch nur eine Frau, Marvin. Falls sie mal angefallen wird. Besonders als Journalistin, ne, musst du halt auf der Hut sein, ne? Nicht jeder ist dir freundlich gesonnen. Ja. Gehen wir mal nochmal zu den Bullen. Vielleicht kriegen wir da ja noch was raus. Zu den ollen Lenny und so. Und wenn er nicht gestorben ist, so kocht der Kaffee noch heute. Der Kaffeekocher Lenny. Den wir im Korb gegeben haben. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Ja, fragen wir ihn erstmal nach den Sorgen. Erstmal so ein I don't want Penny. to show him that. Nö. I probably shouldn't. He might ask where I got it from. Okay. Hey, Lenny. Do you remember anything about a girl drowning around here? Yeah, I remember my mom telling me about that. I was like 6 at the time, though. Do you remember her name? Oh, man. Not really. I was so little. I think it was something with an L. Linda? Laura? Something like that. All right.
I'll keep looking. Obwohl, wir könnten auch die Grabsteine auf dem Friedhof absuchen, ne? Wir haben ja ein Datum, wann dieses Mädchen verstorben ist, ne? Müsste ihr Grab ja eigentlich auch auf dem Friedhof sein. Hey, Lenny, do you recognize these men? Not really. Fällt mir mal so gerade ein. Wir konnten ja Grabsteine lesen. Nah, I don't want to ask him about that. Nah, I don't want to ask him about that. What's your opinion on Charles Wade? He's okay in my book. Invested a lot in the local community over the years. He's been a prominent figure in town for as long as I can remember. Okay, danke, Lenny. Well, gotta go. See ya. Ich gehe erstmal auf den Friedhof. Vielleicht finden wir so den Namen raus. Irgendwas mit L. Kann nicht schwer sein. Für irgendwas muss der Friedhof ja auch noch gut sein. Alright, this is the right date. Looks like her name was Lily Myers. I should try to get a hold of her family. Da haben wir den Grabstein. Und da steht ein Junge. I wonder what that kid is doing here all alone. Warum hat der ein Freddy-Hemd an? Hey, kid. Hi yourself. What are you doing? None of your business. Huh. I like you, kid. You're not here alone, right? Where's your mom? Oh, she's around. Doch voll das Freddy-Hemd, ey. I don't see her. Ja, das Kind sieht aber auch nicht gerade... Or something. I'll go look for your mom, okay? Don't Freddy go anywhere. was born. Whatever. Das Kind sieht auch schon seltsam aus. Gut, gehen wir nach der Mom suchen. Hier ist doch niemand, oder? I shouldn't leave while that kid is alone. Ja, gut. Kid? Vielleicht im Mausoleum? Guess he found his mom. Okay, das ist creepy. Okay. Creepiges Kind, creepiges Verschwinden. Okay. Mit Freddy-Hemd? Mit Freddy-Hemd, genau. Traue keinen Kindern mit Freddy-Hemden. Geht's wieder los. 1, 2, Freddy kommt vorbei. Das würde jetzt passen, ne? Moment. Ich spiel's mal ab, weil ich kann es ja auch gratis abspielen. Oh, musst dir mal vorstellen, du läufst abends durch den Wald und hörst aus dem Wald dieses Lied kommen. Oh, hör mir auf da. Hör mir auf. Ganz ehrlich, dann renne ich nur noch. Ich würde selbst den Roadrunner machen. Was machst du da? Jetzt muss ich es abspielen. So. Die Familie kontaktieren. Gut, benutzen vielleicht das Telefonbuch der Oma.
Das wäre jetzt das nächstlogische. Ihre Titten wackeln ganz leicht, wenn sie läuft. Sag mal, auf was achtest du schon wieder? Entschuldigung. Bei der pixeligen Grafik. Ist auch ein Talent, das zu erkennen. Ja. Damn, no Charles Wade in here. Was worth a shot, but being rich and famous and all, I guess he's got a hidden number. Gut, ich brauche einen vollständigen Namen. Vielleicht weiß die Oma das oder die Polizei. Wo könnte ich einen vollständigen Namen herkriegen? Wahrscheinlich eben halt aus der Akte. Du meinst Bullerei schon wieder, oder? Mhm. Okay, Lenny, mein Opfer. Was? Das war mein Stuhl. Also, ich habe da was knacken gehört, ja? Ja, da ist die Verriegelung mal wieder rausgerutscht. Alter, mach doch sowas nicht. Ach, der ist schon wieder halb im Arsch, ey. Und so alt ist der noch gar nicht. Hey, Lenny. Ups. Erstmal gucke ich mal, ob Lenny so kooperativ ist. Hey, Lenny, could you check the files for a police report? A girl who drowned around here, Lily Myers? I'd love to help, Kathy, but you better check with the sheriff first. Fine, I'll do that. Gut, erst mit dem Sheriff klären. Der Sheriff sagt bestimmt eh wieder nein. Das heißt, dann werden wir die Pflanze gleich mal wieder gießen, wa? Wir haben den Bogen ja raus. Hello, Sheriff. Die sieht irgendwie nicht mehr so grün aus. Oh, jetzt, wo du das sagst! Oh! Ist dir das nicht aufgefallen? Jetzt ja! Ich weiß auf jeden Fall, dass sie vorhin noch ganz grün war. Oh! Wir haben die Pflanze offen gewissen. Ey, ich kann mir bestimmte Sachen echt nicht merken, aber sowas weiß ich nicht. Alter! Wir haben eine Pflanze aufgewissen. Aki hatte noch nie einen grünen Daumen. Nee, das stimmt. Ich krieg sogar einen Kaktus dazu, dass der Fett, dass er eingeht. Das habe ich auch. Das ist kein Problem. Ja. Ich krieg alles tot. Ich habe immer gesagt, ich habe einen schwarzen Daumen. I don't need to ask him that. Ich gehe jetzt trotzdem alles mal mit I don't ihm need durch. to ask him that. What's your opinion on Charles Wade? There's a lot of people in town with their noses up that man's ass, that's for sure. That's so? Care to elaborate? Just another rich bastard doing what he does. They even renamed Main Street to Wade Street a few months back. What a goddamn joke. He's new in town. I don't think he knows those men. I don't want to show him that. I don't want to show him that. Ja gut. Dann... That's all for now. Oh Mann, mir tut die Pflanze jetzt schon leid, dass ich das jetzt schon wieder tun muss. Die Pflanze überlebt dieses Spiel nicht. Glaub's auch nicht, die ersticken bestimmt. Sauerstoffmangel. Ja, aber ich glaube, aber warte mal, Aki, ich glaube, das war eben halt nach 90, ne? Mhm, was nach 90? Nee, das war wohl noch davor. Opa hat das ja noch aufgehoben. Ich gucke erstmal, es schadet ja nicht, ne? Die Pflanze hat jetzt noch mal ein bisschen Koffein gekriegt. Okay, there's gotta be something Die in ist here halt about nur noch Lily braun. Myers' death. Slage achtet nicht auf vieles, aber so eine kleine Pflanze, das fällt ihm auf. Ja. Ah, da haben wir den Bericht schon. Immer die Mini-Details. Da habe ich immer ein Auge. Die fallen mir sofort auf. 1975, das war 6 Jahre bevor unser Opa so sag ich mal, schlaganfalltechnisch aufgefunden wurde. Der Rettungsdienst wird von einem Anwohner in der Nähe des Conwell-Sees benachrichtigt. Der Anrufer berichtet, dass eine junge weibliche Person, ungefähr 16 Jahre alt, tot im Wasser treibend aufgefunden wurde und vermutlich im See ertrunken ist. Oh ja, Sophie, die Pflanze hat's auf jeden Fall hinter sich. 5:44 Uhr. Beamte treffen am Unfallort ein. Krankenwagen ist unterwegs, wurde durch Nebel aufgehalten. Der Körper ist vollständig bekleidet und es sind keine Anzeichen einer Fremdeinwirkung zu erkennen. Der Vorfall wird als vermutlicher Unfall eingestuft. Bei der Durchsuchung des Anwesens wird ein Abschiedsbrief entdeckt. Die Handschrift stimmt mit der des Opfers überein. Zeugen berichten von früheren psychischen Problemen.
19:26 Uhr. Der Krankenwagen kommt endlich an. Das Mädchen wird von medizinischem Personal für tot erklärt und in das Leichenschauhaus der Stadt transportiert. 16.07.11:20 Uhr. Bericht des Gerichtsmediziners erhalten. Als Todesursache wird Ertrinken festgestellt. Keine äußeren Anzeichen für einen Kampf. Suizid bestätigt. Okay. Looks like somebody did a Virginia Woolf. I wonder if there's more to it. Ja, was machen wir jetzt? I already got the report. Ist das wahrscheinlich nur eben halt noch einen weiteren Ort, wo du hinfahren kannst. Ansonsten weiß ich mich jetzt auch nicht mehr weiter. Nee. Weil die Bullen kann ich ja jetzt wohl schlecht danach fragen, weil, wegen dem Bericht halt, ne? Hust. Oh, die Pflanze sieht aus, ne? Und wir sind gerade mal den ersten Tag in der Stadt und wir haben schon eine Pflanze auf dem Gewissen, ey. Wow. Nee, ich habe keinen neuen Ort. Jetzt bleibt mir eigentlich nur noch die Oma, ne? Beziehungsweise vielleicht kann ich jetzt das Telefonbuch benutzen, weil ich brauchte ja eigentlich einen Namen nur. Den vollständigen Namen. Vielleicht kann ich jetzt suchen. She's been dead for 2 decades. She's been dead for 2 decades. Ich würde es auch so gern, wenn du mal Sam und Max Hit the Road spielen würdest. Okay. Ich hab's früher geliebt, aber nicht mehr gefunden, leider. Wenn ich jetzt mal Persona durch habe, werde ich als nächstes hello, Jade dear. Cocoon spielen, ey. Ja, da habe ich voll Bock drauf dann. Und ich habe mich erst wieder an dieses Game erinnert, dass ich das mal besessen habe und gesucht habe, nur wegen dir. Very well, dear. Ja, ich hab's mir damals zufällig einfach so just for fun aus der Videothek ausgeliehen und ich fand's mega geil. Oh, yes. Oh, how could I forget? Sue, Jack. Kam irgendwann der zweite Teil raus, den habe ich mir auch ausgeliehen und dachte mir nur, was für ein Scheiß. Mother and son do. I see them in town from time to time. They live somewhere near the lake. But not the father. Die wird des Mordes He disappeared not bezichtigt. long after Lily took Yeah. her own life. I see. Do you know how I can reach the family? Not really, dear. Like I said, they tend to keep to Mord an der themselves. Natur. Die Myers Family. Ja, jetzt haben wir das wenigstens. I don't want to show her that. Jetzt sollten wir die aber auch jetzt ein Telefonbuch finden, oder? Oder dass die in der Nähe des Sees wohnen. Also entweder neuer Ort oder Telefonbuch. Ach, so viel Pflanzenmord, da bin ich King drin. Du weißt gar nicht, wie viele Pflanzen ich auf dem Gewissen habe. Ich habe aber eine blöde Vermutung. Ha? Du hast doch auf dem Anrufbeantworter-Tape eben halt praktisch doch eine Drohung gehabt, eben halt, dass man aufhören soll, sie zu kontaktieren, ansonsten rufen sie die Polizei. Das könnte auch die Mutter gewesen sein, weil die Shannon, unsere Mutter, hat sich damals von den beiden, den Großvater und also von der Mutter und von dem Vater abgewendet und ist dann mit Katie abgehauen. Deswegen war sie auch 15 Jahre nicht da. Oder könnten auch die Myers sein. Oh, sie hat eine Adresse gefunden. Neuer Schauplatz hinzugefügt. Yay! Aber jetzt will ich vorher Dings anrufen. Die McGonagall-Basis, weil die Nummer haben wir uns ja jetzt auch noch aufgeschrieben. Wenn ich schon am Telefon bin. McConnell Air Force Base, how can I help you? Die guten alten Telefone mit dem Band. Ah. Sure thing, ma'am. Ask away. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in '81? I know that he was no longer stationed here at the base at that time. He'd left the Air Force decades earlier. But as a Conwell Springs citizen, sure, I've heard the rumors just like everybody else. How he was found by the sheriff all messed up, walking out of the woods with some kind of... Was hat er in den Wäldern gemacht? Any theory as to what he was doing out there? I'm afraid not, ma'am. But I'm positive that it had nothing to do with this base or our operations here. Okay, what can you tell me about his service at McConnell? Well, Joseph Rain is a legend around here. This pile of metals weighs more than my car. I was fortunate enough to meet him before he suffered his injury, and I must say, what an inspiring man.
I'm positive that he would have made General if he'd stuck around. Any idea of why he quit? He looks so happy in the pictures from the war. Oh, your family, ma'am? Granddaughter. Well, then I'm sorry for your loss. I heard about his recent passing. Appreciate it, buddy. So, about him quitting. I shouldn't speak ill of the dead, but some say the war broke him. PTSD. Me? I don't think so. When I met him, he had this aura about him, like he wasn't afraid of anything. Maybe it was just guilt. He ended a lot of lives. PTSD. That's just me speculating. Was ist das? Gotcha. Thanks for the Posttraumatische Belastungsstörung. Ah, die Abkürzung dafür, ja. I don't see a reason PTBS, to ja. ask him about that. What can you tell me about McConnell Air Force Base? This is one of the oldest Air Force bases. Aber wow, jemand von, unser Opa war jemand von der Air Force. Oh, oh. Mit solchen Leuten ist nicht zu scherzen, ey. Die haben die Befehlston drauf, da. Some of the most famous dogfighters in U.S. history, such as Ethan Fireball Jenkins, Joseph Vigilante Rain, and Brett Savior Myers trained at this very base. Charles Wade, the great industrialist, did too. Some claim that many of his revolutionary ideas Ja, Brett Savior Myers. the late Niles Bloom. Interesting. Thanks for the history lesson. Cocky. Do you recognize the aviator call sign, Cocky? Afraid not, ma'am. I know all the call signs here, and I'm positive it's not one of them. This isn't current, though. It might have been used as early as World War II. Oh, that's unfortunate. We don't keep any official records of call signs. The only option I can think of is to get a hold of somebody who was around back then. Any suggestions? The only person I can think of who is still alive would be Charles Wade. The billionaire. He was stationed at McConnell? He was, up until the point when he founded Wade Industries in the 60s. I'm trying to get a hold of Charles Wade. Would you happen to know how to reach him? I'm sorry, ma'am, but Charles Wade is a public figure. He has explicitly asked us not to provide his contact details to anyone. Is there any way you can make an exception? I really need to talk to Mr. Wade. No can do. I can't really help you out unless you have some sort of official business. But what if it was a matter of life and death? Ma'am, if you're in a life-threatening situation, I suggest you call 911. I do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. Nice try. You know what caller ID is? You can clearly see that you're not calling. Ah, von der Polizeiwache aus anrufen. Ah. Damn, I can't pull that off if I call from here. Okay. Wir wissen, was zu tun ist. Du musst die Pflanze noch weiter töten. Ja, ich muss ans Telefon ran. Die Pflanze überlebt dieses Spiel nicht mehr. Pflanze. Naja, erstmal mache ich den neuen Ort mache ich gleich. Erstmal wollen wir die Pflanze ganz den Gar ausmachen. Ja, ich weiß, die Pflanze hat uns eigentlich nichts getan. Ich hoffe, dass das Telefon bei den Aktenschränken auch reicht. Nicht, dass wir an das Grüne hier ran müssen. Weil dann müssen wir nämlich wieder den Penner bestechen. Und dann ist das Ding... Der Sheriff wird es doch mitkriegen. Die Tür ist ja offen, ne? Also es muss doch das Telefon hier sein. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. I'm trying to get a hold of Charles Wade. I'm sorry, ma'am, but Charles Wade, he has... Is there Das kann any ich way wegdrücken. you can... Okay, and... Jetzt vorgeben, ein Kopf zu I sein. do have official business. I'm Deputy Reagan. I'm calling from Conwell Springs Sheriff's Department. FBI, open up. You're actually calling from the station. You say you're a cop? You don't sound like a cop. What the hell is that supposed to mean? It's just because I'm a woman, right? Women don't belong in law enforcement? Is that what you're saying? That's so sexist.
Now that's hardly what... Do you have any idea what I have to go through every day? Nobody takes me seriously. The dirty looks, the sexual innuendos, Relax, okay? I'll check the files. It's 555-7641. Thanks, buddy. Schon haben wir die Nummer. Wenn ich schon an dem Telefon dran bin. Wade residence? Hi, this is Kathy Rain. I'm calling for Charles Wade. He doesn't live here anymore. What's this about? What do you want with my father? I'd just like to have a quick word with Mr. Wade. It's about my grandfather, Joseph Rain. You're 20 years late, girl. My father has neither time nor energy to deal with you people. But... This conversation is over. Unless my father explicitly says he wants to talk to you, it's not going to happen. What a stuck-up, overclass witch. Das hab ich mir Well, auch she gerade hasn't heard the gedacht. last from me. I'm going to talk to that old man one way or another. Hochnäsige Schlampe. Gut. Dann fahren wir jetzt zum See. Noch atmet die Pflanze. Toll, jetzt achte ich jedes Mal auf die Pflanze, ne? Du bist schuld, Sledge. Ja. Was? Ja. Ich habe gar nichts gemacht. Doch, du hast mich auf die Pflanze aufmerksam gemacht. Looks like there's a small Okay, dock ich with a sag couple nichts of mehr. boats. I don't have a reason to go down there. Conwell Lake, where Lily Myers met her demise. There's a ton of discarded cigarette butts. Somebody around here is a Da chain steht da ein smoker. voller We have Aschen. something in Boah, Alter, common. guck dir mal den Good to know. Aschenbecher da an auf der Veranda. Boah. Gut, wenn das eigene Mädchen, auch wenn es jetzt echt gut viele Jahre her ist, aber ich glaube, man verkraftet das nie, wenn das die eigene Tochter ertrinkt. Yes? Can I help you? I hope so. My name's Rain. Kathy Rain. Joseph's girl. The one they sent away. Yeah, that's right. Well, what do you want? I had some questions about your daughter, Lily. Well, you know what? I don't have any answers, girl. Lily was precious, special. Lily died. That's all there is to it. My grandfather came to see you, right? To ask about her? Maybe he did. I don't see how that's any of your business. I'm not asking for much, Mrs. Myers. Then clearly you have no idea what it's like losing a child. Goodbye. Na, das lief ja gut. You again. Oh, jetzt können wir was auswählen. Ah, wir haben nur begrenzte Zeit. Ich gebe mir mal Kippen. Vielleicht brauchst du ja eine Kippe. Won't you ever give up? Care to join me for a smoke, Mrs. Myers? Well, I'm gonna have to think about it. Well, I suppose one smoke can. Ernsthaft? Danke für den Wait, Forsey. And that's when he realized it was his own bong. Oh my. Oh, now that was a good one. Zigaretten verbindet. You know Freundschaft. what, Kathy? You're okay. Sorry for being such a cranky old bag before. I get a short fuse when I run out of smokes. Now, that's an understatement. Good thing I had my morning smoke, otherwise we would have had a fist fight on our hands. Oh, it's getting chilly. Why don't we head inside? Die Fluppe war echt des Rätsels Lösung.
Now, this here's my boy Nathan. He's special. Nate, be polite and say hello to Kathy. Hi, Kathy. Hi there, big guy. Dann gucken wir uns mal an. Mia. Very lifelike. Contrary to popular belief, I don't believe the owls are more than what they seem. Noch ein Aschenbecher. Boah, ist der überfüllt. Und das ist schon ein großer Yet another Aschenbecher. burial ground for those sweet, addictive, not to mention cancer-inducing sticks of tobacco. I'm a huge fan. Warum ist der Teppich da unten so rot? Hä? Nice view of the lake from here. So, ich gucke mich erstmal hier so ein bisschen immer um. Elk, by the looks of it. They're fairly common in Conwell Woods. I can smell something cooking. Nathan. What you doing, big fella? Drawing. Oh yeah? What are you drawing? The nice red man. You mean Santa? No, the nice red man. Now, what did I say about raising your voice at strangers? Sorry, Mama. I'll be nice. The red man is nice. Don't mind him. He gets so absorbed in his drawings thanks to that wild imagination of his, just like his sister. Okay. Den netten roten Mann. So, you wanted to ask me about Lily? Yeah. Do you mind telling me what happened when my grandfather came to see you? Well, he knocked on my door a few years after Lily had passed away. I didn't know Joseph too well myself, but I'd heard of him and the good he'd done for the other people around here. So I let him in. He started asking a bunch of questions about Lily, like if I was absolutely sure that it was suicide. And what did you say? The truth. That she was depressed and had been for a long time. I had no doubts about what happened. All right. Anything else? Well, he was weirdly curious about her paintings. Lily painted? Yep, that's one of hers right there on the wall. I see, it's beautiful. So, in what way was he curious? He asked if Lily had painted anything odd or strange. I didn't really get what he was after, but I let him have a look at her work. He spent some time browsing through them, and then he wrote something down on a piece of paper, thanked me, and left. Huh. Any idea of what he could have seen? Not really. I had the paintings all lined up. Could have been any of them. Would you mind showing them to me? Well, I would if I could, but this is the only one I have left. I sold the rest many years ago to this weirdo art collector. Gehen wir erstmal Sachen durch. I'd rather just ask her about her daughter directly. No reason to show her that. Do you know what this key opens? Well, that's a bit of a weird question, ain't it? But no. I'd rather just ask her about her daughter directly. Machen wir gleich. Hey, Sue, do you recognize any of these men? Well, there's Joseph Rain. Always so handsome. I had such a crush on him back in the day. And... no way. That's him. The man who bought the paintings. He's much younger here, but there's no mistaking that hair and nose. Are you sure? Oh, I'm positive, little cat. That's the guy who walked into this cabin with $5,000 in cash. That's very helpful, Sue. Thanks. Ugh. Another question for the elusive Mr. Wade. No reason to show her that. No reason to show her that. No reason to show her that. What do you think about this church? It's a good church. I go there from time to time. I bring Nate, too, when that boy needs the fear of God put into him. Do you know anything about what happened to my grandfather? How he ended up in a wheelchair? Stroke, wasn't it? At least that's what I heard. Not necessarily. There are some divided opinions about it. Also wir müssen auf jeden Fall an diesen Wade That rankommen, whole ey. ordeal happened to him not long after he came here. How long? A week, maybe, at the most.
Mind telling me what Lily was like, Sue? I'd be happy to. She was Nathan's older sister by 2 years. Lily was like any girl growing up, normal, happy, talking about school, boys, and whatnot. And she and Nathan were close back then, always playing together in the woods. When Lily was 10, she started drawing, always doodling on just about anything she could get her hands on. We didn't have much, really, and so she used what she could. Once I even caught her scribbling on toilet paper. On her 12th birthday, we gave Lily a thick sketchbook with an assortment of pencils. She was ecstatic. That was the happiest I'd ever seen her. From that day, drawing became her life. Eventually, her art teacher at school helped her to get started with oil painting. When Lily was 15, something changed. At first, I thought it was just usual teen angst, but no, this was something different. She started going out, disappearing for long periods of time. She locked herself in when painting. She never used to do that. I tried everything. Counseling, support groups, antidepressants. Nothing worked. About a year later, she just gave up. And well, you know the rest. I'm sorry, Sue. That must have been unimaginable. Thanks, darling, but it's been a while now. I've learned to live with it. You know, I've been through something similar. My mom. She never killed herself, but, well, she came close. That's a damn shame. I heard about her problems. Is she doing any better now? Better isn't the word I'd use. I had to put her in a place where she couldn't hurt anyone, including herself. Yeah, life ain't easy for any of us. Flip a few coins along the way, and I could have ended up somewhere like that myself. I'm awfully sorry things went that way for you, Ma. Anyhow. Thanks, Sue. Taking it one step at a time. I don't need to ask her about that. So, Charles Wade was the one who bought those paintings from you? Yep, like I said, he gave me $5,000 for Lily's paintings. If you want to know his reasons, you're gonna have to ask the man himself. What do you do to support the two of you? A little bit of this and that. Got me some cash saved up, too. Nathan helps out when he can. What happened to your husband, if you don't mind me asking? You could say he didn't quite cope as well as I did with what happened to Lily. He got himself a death wish after what happened to her, started drinking and getting into all sorts of trouble. 5 years left for him in the joint now. Been there for 15. Man, that must be rough for you. Oh, we're doing just fine without him. Aren't we, Nate? Mama takes good care of us. Mama sure does. So, tell me about Lily's art. It used to be about cheerful things. Landscapes, animals, bright colors. But as she drifted further into depression, she started painting horrible things, death and decay. And the last few pieces look like something out of a nightmare. That's awful. Did Lily ever get any recognition for her art? Not really. Except from the guy I told you about who bought most of her paintings. Gut, dann haben wir die ja jetzt irgendwie alles gefragt. I think I'm gonna head off now. Sieht so Sure aus, thing, ja. little cat. Come back anytime. It's getting late. I should head back to the city. Charles Wade ist definitiv der, den wir auf jeden Fall brauchen. Hey, you're still up. I was wondering when you'd show up. How did it go? Long story. I found out about some stuff that happened. Wow, das sind aber echt tolle Uni, also Zimmermitbewohnerinnen. Eine Christin, die an Gott glaubt, und die andere, ja. So, what's the plan now? Some shut-eye is the plan. I'm about to pass out.
No, I couldn't possibly sleep now. I'm way too excited. Well, that makes one of us. Nighty. Good night, Cat. Das eine Zimmer mit Kreuzen so aufgeräumt, die eine Hälfte, die andere Hey, voll Kathy, unordentlich. wake up! You are so lucky there are no sharp objects near this bed. Guess what? I got an idea. Please tell me it involves you taking a sabbatical. Haha, so you found all this evidence, right? Pictures, tapes, and stuff? I guess. Why? Well, as you know, I have a computer. And I know this hacker guy, Dave, and... Oh, never mind. I'll just write you a note. You go back to sleep. Seriously, Eileen, sometimes I just marvel at how your brain works. I know, right? In dieser Nacht träumt Katie. Are you sure you want to do this, Catherine? You still have time, if you think there's any chance you would change your mind. I'm sure, Doctor. Just get it out of me. But please, don't tell my mom. I'm sorry, but we have to do that. It's the law. Nobody has to know. Just pretend it slipped your mind. I have enough shit going on with her already. This would just add fuel to the fire. I'm afraid there's nothing I can do. Fine. Let's just get this over with then. Right this way. War die schwanger? Dieser Satz, bitte holen Sie es aus mir heraus. Klingt ganz danach. Ja. Ugh, I hate that dream. I guess Eileen went to class. I probably should too. Nah. Satznetz hinterlässt irgendwo ein Zettel. Guck mal auf den PC-Bildschirm. Oh. What's this? Das hast du gesehen? Hi, Cat. Feel free to use War that anders wie immediately vorher. on the way. My password is Angel Love without the quotes. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. I'll be back in a few hours, super psyched about the investigation. E. P.S. No gum on the keyboard, please. Remember the last time? Oh, please, like she actually uses the space bar. Shit, looks like she forgot to write down the username. Oh well, shouldn't be too hard to guess. I think it's just some combination of her first and last name. Als ob sie die Leertaste überhaupt benutzen würde. Ja, die brauchst du nur ziemlich oft. Ja. Hier stand doch irgendwo aus der Koffer, genau. Kombination aus ihren Vor- Eileen's und girly Nachnamen. suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Floppy disks go in there. Mein Gott, ein Diskettenlaufwerk, Leute. Floppy! So, wie könnte ihren Benutzernamen sein? Eine Kombination aus ihren Vor- und Nachnamen. Oh Gott, hört euch mal die Geräusche an. Voll alt. Ja, warte mal. Ja, jetzt wird's wieder knifflig. Jetzt wollte ich ja gar nicht. Makeup check, hair check. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Hi, Cat. Feel free to use my if you call super psyched. Blah. That missing username is a bit annoying, but Ich denke, ich kann es mir aus ihrem Namen ableiten.
Sie hat nur einen echt langen Namen. Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. Eileen's girly suitcase. Ich bin nicht There's a sticker unbedingt on it with eben her full name. halt, Eileen ich Mildred denke nicht, dass Summers. irgendwie aber Mildred damit nichts zu tun hat, weil, Das ist nur der Zweitname. eben, und mit dem Namen wirst du für gewöhnlich eben halt, wenn ich mir das so denke, eben halt ziemlich gemobbt. Weil Mildred ist nicht gerade ein ist nicht gerade ein Mädchenname. Ungültiger Benutzername. Oh. Auch nicht. Auch nicht. Marvin. Was? Sagt da Google was? Ich schau mal. Auch nicht. Ja, am zweiten Tag aufgewacht sind, Schlüssel steht am Licht. Erstmal eben halt Neckarfreund anrufen. Achso. Ruf was für eine ollen Neckarfreundin. Wo ist denn das Telefon? Da ist das Telefon. Yeah. Hey, I'm Kathy. Eileen said to call you about some software. Ellie who? Eileen. Red hair, glasses, speaks so fast her gums ache. Oh, right. I thought her name was Errol. Figured it was kind of a weird name for a girl. You must have a hearing disorder. You must have a thinking disorder. Ja, den Benutzernamen habe ich eben halt auch. Wow. Just wow. So, the software? Oh, yeah. No, can't. Not really. I knew she was full of shit. Nah, I mean, sure, I used to be able to get pirated software, but not anymore. There was this misunderstanding and my network privileges were revoked. Me and Clyde, the campus IT guy, don't really see eye to eye. We used to play bocce together, and let's just say he is one sore loser. Can't you just hack your way back in somehow? Isn't that what you do? He blocked the Ethernet port in my room. I don't even have physical access. Don't you ever leave your room? Use a computer in the library or something. Aren't they connected to the network? No, there are cameras in there. Clyde is just waiting for me to make a move so he can get me expelled. Can't you just patch things up with the guy? No way. He's such an ass. He even thinks TNG is better than the original series. He thinks the what is better than the what? I know, right? Can you believe that guy? You call yourself a hacker? Just use your brain, for Christ's sake. Let's figure this out. Wow, you're so sassy, Nancy Drew. Well, okay, only an admin account can change the access ports. The only way to even theoretically crack one would be if Clyde logged onto a machine to which we
have unrestricted physical access. And... Ooh, I got an idea. I'm not gonna like this. Well, what you could do is intentionally crash your PC. That sounds especially stupid. Well, not crash it, just crash it a little, then call Clyde. Clyde will come over to fix it. If you're lucky, then he'll log onto the network using his admin account. Afterwards, you can use some of my tools to find and crack the password locally. Worth a shot, I guess. Okay, you can come over and set it up. No way. I have severe IBS, it just wouldn't work. IBS? What the hell is that? You seriously don't want to know. Ach du Heilige. I'll have my buddy drop off everything you need. It's not rocket science. You do what I ask, and I'll get you some juicy software. Quid pro quo, Clarice. Whatever, weirdo. We'll see. Okay. Der Campus hat hier echt komische Leute. There was a floppy disk in there with a note. Oh, Alter, ich freue mich schon, wo das hingeht, Alter. Ich brauche mal den Benutzernamen. So, warte mal, was steht hier weiter? Ich brauche Benutzernamen. So, aber erst rufen wir Dave an mit dem Telefon und versuchen ihn davon zu überzeugen, um ein wenig Textsoftware zu geben. Und schon schmeißt jemand einen Briefumschlag durch die Tür. Öffne den Umschlag und lese die Anleitung auf der Rückseite der Floppy, um zu wissen, was du tust, um Clydes Nummer zu bekommen. Das Vorgehen ist ganz einfach. Stopfe einfach die Disk in den Computer und starte ihn. Benutzt die erste hier steht doch Option. gerade was, ja. Steht alles da drauf, warte mal. Okay, warte mal. Jetzt muss ich den Computer ausmachen. Echelon. Engel Echelon. Ah. Ach, Disketten, ey. Oh, wei. Runterfahren, Kette rausnehmen. So, jetzt anmachen. Ah, gut. Festplattenbootfehler. Jetzt können wir ihn anrufen. Stand nämlich alles auf der Diskette drauf. Jetzt rufen wir Clyde an. Ja. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? Hi, I need you to come and fix my roommate's computer. What seems to be the problem? It won't start up. There's some kind of system failure with an error code on the screen. Probably a hard drive failure. Which room are you in? Dorm A, room 5. I'll be there in a few minutes. Thanks. Hey, Clyde from IT. Hi, come in. My, oh my, now how did this happen? I have no idea. It was like this when I started it up this morning. Let's have a look. And presto, good as new. That's perfect. Could you try logging on real quick just to make sure it works? You go ahead, I'll wait. Was muss ich denn jetzt machen? 1.
Boot 2. Use the Pass auf. correct MB Na, to ich will kurz to selber crash the erstmal noch. file system of the computer. Take 3. Genau. Call Clyde at 555-8181. Tell him your computer 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make 5. Reboot and retrieve 6. 7. That's Ja. it. Okay. Du brauchst pass auf. Es geht jetzt darum, du brauchst den Benutzernamen, musst aber jetzt 4-mal absichtlich das falsche Passwort eingeben. Ach so, gut. Ja, den Benutzernamen, wie ist denn der? Der Benutzername setzt sich zusammen aus dem ersten Buchstaben des Vornamens und der komplette Nachname. Summers. Richtig. Aber alles klein, außer das E, oder? Alles klein. Ach so. Und jetzt mit Absicht natürlich das falsche Passwort. Richtig, dass er sich eben halt mit seinem Admin anmeldet. Ja, das war mir schon klar, aber ich dachte, das falsche Namen reicht. Oh, now look what I did. For crying out loud. Let me try to log in with my account. Okay, everything seems to be in order. I've unlocked your account. Please, try not to break anything else. Oh, I'll try. Sieht schon aus wie so ein Nerd. Phase 1 complete. Phase 1 abgeschlossen. Das ist immer wieder die 2, Diskette. 3, 4. Now comes the crucial part. 5. Reboot and Starte retrieve neu the und rufe die credentials using the Admin-Anmeldedaten mit Hilfe der blauen Diskette ab. Reboot Aha. and log on using Clyde's admin. 7. Look for some kind of tool to remotely. That's it. Erst auf PC neu starten. 1. Boot your computer. 2, 3, 4, 5. Reboot and retrieve Starte the neu und admin rufe die credentials using the blue Admin-Anmeldedaten mit file. Hilfe der blauen Diskette ab. 6. Reboot Starte and neu, log on melde dich using mit Clyde's Clydes admin. 7. Admin-Account an. Look for some kind of tool to remotely open Wohnheim my B, ether. Raum That's it. 8. And remember. Diese alte Gurke hier, ne? Ei, oh, ei, oh, ei. Genau, jetzt muss ich Administrator-Passwort extrahieren. Erfolg, Nutzer, Admin, Passwort, Gadget. Admin und Gadget, okay. Beenden und herunterfahren. Nehmen wir mal raus da. Okay, mir sagt aber hier eben halt was anderes, eben halt von dem Passwort her. Ja, aber ich bin drin. Komisch. Ja, hat er sich hier verschrieben, das passiert natürlich auch. Suche nach einem Tool, mit dem du mein Internetport öffnen kannst. Wohnheim B, Raum 8. Wohnheim B. Alright, that should do it. Das sollte es gewesen sein, ja. Dann rufen wir den Heini mal wieder an. Yeah? Guess what? You got it? Hang on. Oh man, I could kiss you! Figuratively, that is. I am so gonna get back to Clyde now. What are those admin credentials, by the way? Not telling, buddy. Saving those for a rainy day. Huh. I suppose this nice floppy I've prepared for you stays in my room then. Sure, then I'll just have to log back on and click that pretty little lock icon again. Now this is just emotional blackmail. Quid pro quo, Dave. Fine. I'll have it dropped off at your room. God damn, you're like a she-Clyde. A Clydette. Huh,
That is the worst insult I have ever heard. Later, Dave. Ah, fuck, Alter. Ist ja schon wieder 4 Uhr, Alter. Ja, das denke ich mir auch schon die ganze Zeit. Warum habe ich mir meinen Wecker auf 22 Uhr gestellt? There was a floppy Ja, disk ich inside. habe mir den Wecker um 15 Uhr gestellt und dann gib ihm. Ich muss wahrscheinlich erstmal einscannen, wa? It's some advanced scanner thing. Oha. Ah. What the hell is that? Ball lightning? I'll print the whole picture for now, but there's probably more to find. Unusual flower over there, though. Never seen anything like it. Maybe worth printing? Alter. That shape has to be So, significant ich rauche noch somehow. eine und dann gehe ich schlafen. I don't want to print that part of the image. Oh, dann ist Akku leer. Okay, I'm pretty sure that's all there is to find in this picture. Okay. I'll just get rid of the original picture now, since I have the restored version anyway. Strange. Now that I look at them, the lights remind me of something I picked up yesterday. Das ich erst gestern in der Hand hatte. A printed picture of the strange smoky lights. It appears to have been taken somewhere in Conwell Woods. Now that I look at them, they remind me of something I picked up yesterday. Ach da, die That logo Kirchenbroschüre. at the top looks familiar. Haven't I seen something similar to it today? Die Kirchenbroschüre hat auch diese 3 Punkte. Die Kirche hat schon wieder Dreck am Stecken. Nah, I have nowhere I need to go right Wann now. mal nicht.
Man muss gerade nirgendwo hin. Wieso muss ich noch irgendwas einscannen oder so? This picture is in good shape. I don't think it needs to be analyzed. No use in scanning that. Wow, the church logo looks pretty similar to the smoky lights. I might have to visit them after all. Kirche der Heiligen Dreifalt. Hört sich doch schon an wie so eine Sekte, ey. Oh, hello there, Mildred. Hi yourself, Agatha. What? How'd you... Oh, never mind. I know your social security number, too. Oh, God. Soon you'll start stealing my clothes and then walk around... Die hat doch einen zweiten Namen. Agatha. Okay, I admit, that's pretty funny. So anyway, how did things go with Dave? Pretty good. I had to sabotage your computer. You had to what? Oh, chill outy. It was just a tiny little thing. I just needed an excuse for the IT guy to come by so I could steal his password. Clyde? But he's so nice. Why'd you want to steal his password? It's a long story. Wow, they're hypnotic. Looks like a will-o'-the-wisp. You know, the spirit of the forest. Now, that's just silly, Eileen. There has to be a more reasonable explanation for them. Hey, there's nothing silly about forest spirits. You should talk to Meadow, my Wiccan friend. She's really opened my eyes about these sort of things. Isn't it your Christian duty to consider people like her to be heathens? Oh, I doubt she could ever be more of a heathen than you are. Huh. I guess you've got a point. So, anyway, is there anything I can do to help? Well, my side of the room is starting to get a bit messy. There's always that. Haha, I meant with the investigation, silly. I guess you could try to find out more about these lights. Maybe figure out where that picture was taken. I know exactly where to start. Oh, and yeah, feel free to keep using my computer. I don't need it right now. All right, I think I'm gonna see if I can figure out a way to motivate Erica Wade to talk to me. Okie dokie. Nah, I have nowhere I need to go right now. Okay, ich soll jetzt irgendwie die Tochter von Charles Wade motivieren. Mhm. Mal gucken. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Sure, I could just leave a message for that harpy, but I doubt anything I will say will change her mind about helping me. I think I need a more indirect approach. Maybe there's a way to get creative with that answering machine tape. Anrufbeantwortung. Ah. Ich soll eine Nachricht zusammenstellen, gell? Und wie scanne ich diese Tonbandscheiße ein? Kann ich dir sagen. Warte. Noch nichts sagen. Also muss ich die Kassette da erstmal wieder rauspopeln. Auch mit dem Scanner? No use in scanning that. Ah ne, das andere Ding, glaube ich. No. Hier schon mal den Computer. Okay. Nicht. Telefon, Scanner, Drucker. Weil hier steht nämlich nur, zum Glück kann der Scanner auf dem Schreibtisch auch Kassetten scannen. Echt? Habe ich doch gerade reingezogen, oder nicht? No use in scanning that. Es bringt nichts, das zu scannen. Ich brauche auch noch den Schaltsteil, ne? You've reached the rain. Hello, Joseph. It's me,
Charles, Erica just had her firstborn. It's a boy. Thankfully. Listen, I was thinking maybe you'd like to come and visit. And what about your little Kathy? Maybe she wants... Well, anyways, I hope to see you. Renee, don't come. You. You're the only just... Die erste Nachricht ist ja von diesem Charles. Mhm. I don't need to show her that. Hey, E, got a sec? Sure thing, Kathy. What's up? I don't need to show her that. What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? They seem like an okay bunch to me. Just your regular old Christians. My kind of crowd. That's just it. They seem a bit too normal. And there's that logo, too. It could just be a coincidence, Kathy. The Holy Trinity is typically portrayed as a triangle. I don't believe in coincidences, E. I believe in action and reaction. Gee, you sound like a starship captain. Captain Rain of the USS Dignity. Here to save the galaxy. Oh, please, kill me now. Wie kriege ich das jetzt darauf, weil... I should get back to the investigation. Okie dokie. Mit dem Diktiergerät zusammen? No use in scanning that. Ich meine, du hast ein Mikrofon an dem Computer. Setz dich mal an den Computer. Und versuch mal das Diktiergerät eben halt an das Mikrofon. Stimmenrekorder. You've reached the Rain residence. Hello, Joseph. Mrs. Rain. It's me. Ah. Just call me back as soon as you can. Aufnahme abgeschlossen. Na, geht doch. Okay, Erica Wade. Let's see if we can't motivate you to hear So, me ihr Lieben, out. ich wünsche euch noch viel Spaß beim Rätseln noch. Okay. Ich wünsche euch eine gute Nacht. So. Dann sage ich mal bis später. Bis später. Tschüss. Ciao. Leave a message after the beep. Oh wei. Hallo. Erika, denke ich mal. Ich bin's. Haben wir hier irgendwo ein Ich? Ich bin's, Charles. Ja. Und das Charles einmal rausnehmen, bitte. Dad, ne? Wer meldet sich bei seiner Tochter als Vater schon? Ich bin's, Charles. Ach! Ja gut, hast ja recht. So, hallo Erika, ich bin's, Dad. Vielleicht ruf Katie an. Ja, ruf Katie. Wen? Wayne, ne? Yep. Ich suche es. Ist alles durcheinander hier.
Hier, Mrs. Na, nicht nur ob Rain. Wayne Zweite, an. vorletzte Seite. Ja, ruf Kathy Wayne an. Ich will sie sehen vielleicht. Ich will, dass sie mich besuchen kommt. Und sag ihr, was sie wissen will. Achso, und? Wo ist das und? Ah, da. Und sag ihr, was sie wissen will. War's das oder kommt da noch mehr? Das ist alles. Okay. Hello, Joseph, Mrs. Rain. Okay. Nachricht? Almost. Just a few more tweaks. That should work. I'll just reuse the same tape and place the modified message at the end. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. All right, the forged message should now be at the end of the original tape. Alter, ist das hier eine verzwickte Kacke, gell? Yep. So sollte sich ja jetzt am Ende befinden, ne? Not right now. I have the forged message ready for playback. Ah, okay. You've reached Erica Wade. Leave a message after the beep. Hello, Erica. It's your father. Call Kathy Rain and give her what she wants. Bye. You've reached Erica Wade. Ring, 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 banana phone. Hi, Erica, this is Kathy Rain. I spoke to your father. He asked me to get in touch with you and said he would call ahead. You can reach me at 555-8352. Bye. Die Frau ist ganz schön gerissen, ne? Erica. My. Now that's some out-of-the-box thinking. Yep, just might be silly enough to work. Well, time for a break. Also vom Charakter her mag ich die Kathy. Okidoki. Könnte genauso abgewichst sein wie ich, ey. Alright, see you in a bit. Also, die hat auf jeden Fall Haare auf den Zähnen. Hey. Hey. So, any progress with the search? Yeah, I was able to identify that flower. It's called the red scythe, or Rosea falcus. I discovered that there was a small nature reserve near Conwell Springs, which was established in '89. The red scythe is on their list of endangered plants. I made a photocopy of the botany book page in case you want it later. That's something. I should go check it out. Maybe I can narrow down the place where that picture was taken. My thoughts exactly. Here you go. The nature reserve is marked out on this map. Jeez, you've been busy. Well, you know, beats homework. Amen to that. And, good work, Eileen. Happy to help. So what...
Oh, hang on. I'll go get that. Okie dokie. Hello? This is Erica Wade calling for Kathy Rain. Speaking. Miss Rain, this is terribly awkward. I realize now how rude I was before. I wanted to apologize and ask if there is anything I can do. Apology accepted. You can start by answering a few questions. Very well. Do you know anything about what happened to my grandfather that night in '81? Not really, no. But what I do know is how it destroyed Father. It did? Oh, yes. The two of them were great friends once. And when Joseph was hurt, they hadn't been talking for some Ich kann ja schon mal meine Tablette nehmen, wa? always hoped they would be able to reach Ja. Ja. putting it off, believing they had time. But in the end, it never happened. So, what were things like back when they were still good friends? Oh, they were like peas in a pod. Oh Gott, ich bin gespannt, wie lange Adrian pennt. Achso, Kai hatte dich angeschrieben, ne? Das ist erst bei ihm, ne? Das, ob ich ihn später nach hinten schieben kann. Genau das. Genau. Hat er mich hier gefragt, habe ich ihm auch nur gesagt, muss Daki anschreiben, die kümmert sich darum, wer wann rankommt. Erica, I have to ask. Why were you so defensive on the phone earlier when I tried to reach out? Ich habe auf jeden Fall mir gedacht, dass die, wenn die Teilnehmer jeweils durch sind, ne? Werden wir keinen Punktestand durchgeben. Erst zum Ende, wenn alle durch sind. Dass wir sie dann von hinten nach vorne aufzählen, weißt? Letzter Platz und dann bis zur 1 hoch. Jo. Und dass du mir dann deinen ausgerechneten Punktestand schreibst und ich dir meinen, ob das übereinstimmt, weißt? Ja. Ich meine, die Punkte zählen eben halt nur, sofern wir das mitkriegen, ne? Ja, natürlich. What do you know about Lily Myers? She was a young artist who lived somewhere in Conwell Springs. Killed herself, if I recall correctly. Dreadful thing. But other than that, not much. We never knew the family. Do you recognize the nickname Cocky? It may be an Air Force call sign. I can't say that I do. Father had many friends in the air. Du kriegst von mir Ja, dann höre ich das, ja. eine Bildschirmübertragung. Auch. In Ja, Discord. ja. So, damit du das halt auch live mitkriegst, beziehungsweise wir hängen ja beide im Voice, weil dadurch, dass du nicht mitspielst, haben wir ja keinen Ingame-Sound, sondern direkt Discord. What can you tell me about Mr. Wade? So, was die da machen, siehst du ja, und dann sage ich dann ja auch so, oh ja, hier, guck mal, hat jetzt den und den Beweis, und so, ich frag die dann ja auch. Ob die denn schon irgendwas haben, wenn ich meine, weil, ne, so wie Rula zum Beispiel, ey, die redet ja nicht wirklich, ich musste ja echt auslöchern. Right. Yeah, it must be hard. Oh, yes, indeed. I wish he wouldn't be so stubborn with his treatment. He could go to any state-of-the-art hospital. Und dann, bevor überhaupt losgefahren wird, guckt man, welche Fotos man geschossen hat. Und dann am Ende der Runde, wenn man dann im Van ist, dann sieht man ja auch die Rundenzeit und ob der Geist richtig ist. Das sind dann die letzten Punkte, die man dann auch noch eintragen kann. Weil ich mache ja keinen Timer, ich sehe ja, wie die Zeit geht, ne? Ja, das siehst du ja am Ende. Ja. What do you know about Lily Myers' art? Oh, that little girl had a twisted mind, let me tell you that. Oh, my father used to have a few pieces of hers in his collection. Horrible things. I couldn't understand why he ever decided to procure them in the first place. You say used to have. Did he get rid of the paintings? Oh, either that or he put them in storage somewhere. I haven't seen them for years. I never bothered to ask him why. Glad to be rid of them, quite frankly. Do you know anything about the Church of the Holy Trinity? It's the one and only church in Conwell Springs. I was baptized there, and I married my husband there. Anything out of the ordinary about them? Oh, not really. They seem like a typical church to me. Ja, dann haben wir sie ja alles gefragt. Okay, that's all I needed. Very well. Feel free to call back if you have any more questions. Wie freundlich sie jetzt auf einmal ist durch die gefälschte Nachricht des Vaters. Wade is in Conwell Springs. He's being treated in the clinic.
That was Erica Wade. Her father is being treated at the clinic in Conwell Springs. Being treated? He's sick? Looks that way. Small miracle they managed to keep it out of the press. Yeah, I suppose you're returning to talk to him? It'll have to be tomorrow. It's quite late for that now. I suppose. Scrabble? Oh, you're so on. I will crush you. You're off your game today. Is everything alright? Oh, shut up. I didn't get a lot of sleep last night. Oh, up late, thinking about your grandpa and everything? Not just that, I keep having this bad dream. Well, it's not exactly a dream, it's something that actually happened. Oh? What is it? I'm not sure I should tell you. You can trust me. Whatever it is, I promise I won't judge. Well, it's your funeral. So, I used to be 16 and also pregnant. Oh no, I broke it. Please go on. Well, seeing as how I don't actually have a 5-year-old, you can probably put 2 and 2 together. You had an abortion. Sure did. Major pain in the ass too, but hey, couldn't let that pregnancy go untreated. I'm glad you're telling me, but I really wish you hadn't done that, Kathy. Who was the, you know, the... Guy who knocked me up, single motherhood waiting to happen. Back then I couldn't cook anything but microwave food, and I'd retch if I so much as walked past one trash can with smelly diapers in it. That kid would have been raised by my mother. I'd rather die than put another child through that. I respect your decision, but you know how I feel about this. That guy up there, he's pro-life, and I'm with him. I get that. I gotta say, you're being really cool about this, E. Da war sie wirklich schwanger. Clutch your cross, flip the table, and storm off or something. I'm not a walking stereotype, you know. Says the red-headed nerd with the glasses. Ha ha. But Kathy, if you keep having that nightmare, perhaps you should talk to somebody about it. Maybe. But I doubt obsessing over it is very healthy either. Your turn, E. Oh, fine. Oh, I play apricot, orange. Yay, bingo! 67 points. Well, ain't that fucking peachy. At least it's not sour grapes. Touché. Das scheint aber voll das chillige Wohnheim zu sein. Wieso träume ich denn schon wieder? A tainted one approaches. Is it time? Yes, a fire that burns so bright. It is almost unbearable to see. What the fuck? Indeed. It seems the apple doesn't fall far from the tree. Shall we scoop some flesh friends then? Ja, aber weißt du, was mir auffällt? Der Mann trägt rot. Und was hat dieser, sag ich mal, der leicht geistig zurückgebliebene Junge da gesagt? Der nette Mann in rot. Das, was war das für ein creepy Raum, ey? What the fuck? Weird. Und Katie schläft anscheinend immer in Klamotten. Klamotten wechseln und so ist wohl nicht. all those Scrabble losses last night.
3 times in a row. Rub it in, why don't you? I'll just go strangle myself now. Oh, you. Don't be a sore loser. So what's the plan today? Mr. Wade is the plan. I'll head for the clinic right away. While I'm at it, I'm gonna check out the church and the nature reserve. Okie dokie. What can I do to help? Why don't you continue looking into the lights? I have a feeling they're the key to solving all of this. You could also look up the history of Conwell Springs in general, see if anything unusual has been going on. I'll get right on it. Great. Thanks, E. Oh, by the way, don't forget to check out the page I gave you about the red scythe. It's a pretty interesting flower. Right. Yeah. Ups. Lesen wir uns das durch. It's a photocopy of a book page with information about the red scythe flower. Here's an interesting segment. Another interesting trait of the red scythe is the smell, which is familiar to that of a pepper. The pollen of the plant has also been known to cause hallucinations in concentrated amounts. Native American tribes harvested and smoked the plant for that reason, but the flower never caught on as a modern recreational drug due to the difficulty of growing it. That looks like the town area itself. It's the nature reserve, where the smoky lights were photographed. Oh ja. One of the oldest Air Force bases Eine Halluzinogenpflanze, das heißt, ganzes Feld von der, wenn du da am Atmen bist, hast du gleich Hallus, wa? Ich sollte hin und wieder auch mal speichern. Nicht, dass es mal abkackt und dann war alles für die Katz. Das wäre makaber. Alright, I'm off. Peace out, E. Okie dokie. Good luck and see you later. Stell dir erstmal vor, alles weg. Das wird dramatisch. Scheiße, ist ja schon wieder hell draußen. Ja. Ist ja gleich schon wieder 5 Uhr, ey. 3 neue Orte. Kirche, Naturschutzgebiet und Klinik. Ah, dann erstmal die Kirche, da 3 heiligen Bälle, ey. Ach du Scheiße. Hello, Father. Greetings, my child. I'm glad you decided to come here. Yeah, but just so you know, I'm not here to join your church or anything. Oh, I would never assume that. Good. So, with that out of the way, I have some questions. Anything you need. I'm Isaac Price. Kathy Rain, but I'm guessing you figured that out already. I did. Rumors spread quickly around here. So how can I be of service? Do you recognize the men in this picture, Isaac? Only your grandfather. And that's just because I was given a similar picture at the service the other day. Do you know what this key opens? I'm afraid not, my child. I don't need to show him that. I could, but I think I have more to gain from a subtle strategy. I'll keep it to myself for now, until I know more about this church. I don't need to show him that. Father, do you know anything about this flower? No, my child. Nothing at all. Do you know anything about what happened to my grandfather in '81? It was the work of the devil, I'll say that much. Joseph was a kind man. He did not deserve such a fate. You heard my speech at the funeral, Kathy. I meant every word. He was a great man who did much good for this community. Did you know him personally? In a way, he and my father did charity work together. Joseph was around a lot when I was young. They collaborated on a few different projects for the homeless and for the troubled youth, among other things. So my grandfather was a member of the church? I wouldn't say that, no. He was a friend of the church, but
He wasn't a religious man. He believed only in philanthropy. That being said, Joseph was the person who convinced me to become a priest. Really? Aki? Oh, yes. I was a teenager back Guck then. mal weiter oben. Full of rebellion. Every fiber of my being wanting to distance myself from my father. Discord. Joseph made me... He realized my sinful pride and showed me how I should follow my heart, regardless of what others might think. And for that, I'm eternally grateful. Boah, wenn Priester quatschen, zerfalle ich immer zu Asche, ey. So. Does the name Lily Myers mean anything to you? It does. Before I was ordained, I was a substitute teacher in her high school. Pfeifst du gerade unschuldig? Really? Ja. Did you know her personally? We weren't close. I only knew her as much as a teacher would know any student. Alright, so how did she seem toward the end? For one, she started skipping school a lot. And when she did, Ich rauche erstmal eine. She was absent-minded. Ich auch. Moody. Oh. Cool, ich kann in 2 Stunden einkaufen fahren. She had the whole world on her shoulders. Any idea of what caused this change? Wecker ist auch schon gestellt. Not a clue. Ja, meine auch schon. Also auf spätestens 16 Uhr, halb 4 geht's los, weil dann habe ich immer noch 1,5 Stunden Zeit zu duschen, wach zu werden. Ja, gut, ne? Bei mir spätestens um 15 Uhr halt, ne? I have no idea. Muss mir ja noch Stifte besorgen. Ach ja. What's your opinion on Charles Wade? Ich hab Stifte. No opinion. He used to be a prominent figure Und Zettel. But he doesn't appear much in town these days. Jetzt hätte ja einen Stift theoretisch auch, muss ich nur suchen und weiß nicht wo. Das ist genauso verschollen wie dein Kamm, wa? Ja. Perhaps I should go talk to him. Even men like Charles Wade need a priest when they're nearing the end of the line. Do you know anything about Lily Myers' art? I saw a few pieces. Gorgeous work. Vibrant, surreal landscapes. When was this? Must have been mid-70s. High school had open days with an art exhibition. So, this was some time before she changed, right? You didn't see any of her later work? No. By then, she started skipping art class completely, from what I heard. Maybe she was afraid of what she might draw. I hear it was pretty twisted. Could be. But alas, I suppose we will never know what was truly haunting her. I'm doing my best to find out. I don't believe the story to be as clear-cut as everyone makes it out to be. An unusual theory. How so? People have taken a particular interest in her art. I think there's more to it. I wouldn't read too much into it, my child. It happens to all dead artists with any talent to speak of. Care to tell me the history of the church? I'd be happy to. The story is a fascinating one. This church was founded by my father, William T. Price, in the 70s. Back then, he made his living as a traveling salesman and was driving through this area as he had done so many times before. However, this day was different. My father held dark thoughts in his mind. He was angry, thinking of evil deeds.
even considering swerving off the road into a rock and ending it all. Then suddenly, divine intervention. 3 bright lights appeared. The Father, the Son, and the Holy Ghost. The sign of God. This epiphany was the moment my father had been waiting for. He sold all of his belongings and took me and my brother to live with him here, in Conwell Springs. Soon thereafter, he built this church and started gathering followers. They began to refer to him as Father Bill. I take it that window up there resembles what he saw when he had this epiphany? Indeed, the stained glass window depicts the Holy Trinity, as witnessed by my father. Do you know exactly when or where this event took place? Why do you ask? Oh, just curious. It's a captivating story. Well, it was the spring of 1971, but my father never told anyone where. Okay, so what happened then? People flocked to Father Bill. He started teaching, Wir writing wissen ja, wo scripture. wahrscheinlich diese 3 heiligen The Lichter church gesehen flourished hat. and continued to grow all the way up until his sudden death in 1983. That's when I stepped in to take leadership of the church. I take it that the church started declining after the death of Father Bill? Yes, naturally so. With such a magnetic personality, he was irreplaceable. But I assure you, the church is still very much thriving. Looks kinda empty to me. It's not really our peak hours. What's up with you handing out pamphlets at funerals then? Trying to reel people in at a weak moment? I'm going to assume you meant no disrespect, child. I'm simply providing divine guidance when it's needed the most. I know he's hiding something, but I don't think pushing it will work. I don't need to show him that. I could, but I think I'll keep it to my... I don't need to show him that. Ja, ich glaube, dann habe ich Ihnen alles gezeigt. That's all I need for now, Father. May the Lord shine his light on you. I really shouldn't. They might burn. Locked. Locked. Alles natürlich abgesperrt. Kirche halt. There's no doubt about it. Those are the smoky lights. Was ist, wenn ich mal auf Toilette müsste? Soll ich auf die Bibel pinkeln oder was? Sagen wir es mal so, hinter der einen Tür tut sie wahrscheinlich der Beichtstuhl ist ja hinten hinter. Mhm. Der ist ja immer so ziemlich am Eingang oder so irgendwo. Könnte natürlich jetzt fies sein, obwohl, glaube ich, ist hier keiner und selbst wenn, Kirche hat ja eigentlich nichts zu suchen. Hinter diesen Türen tun sich die Messdienerschränke verbirgen. Aha. I understand this. Du hast heute Schrankdienst. Well, this is where the picture was taken. I'm not sure what I expected to find here. I need to clear my head. What the? Why, hello there. You have laid eyes on this dapper fellow once before, haven't you? I don't think so, Mr. Clean. Unless seeing your face on a bottle of detergent counts. Always the joker, aren't you, Kathy? Who are you? How do you know my name? It is my calling to know people like you, those shackled by their past, yet yearning for change. I feel strange. Am I dreaming? It's the mending. I will try to facilitate. You're not real. I'm lying asleep in my bed right now. Focus, Kathy.
Listen to the drowned girl. You mean Lily? What about her? She's the one who slipped away, filled with secrets. While she may be free in death, her cold, wet hands still trap many in painful ignorance. What is this, Woodstock Poetry Slam? Mind speaking like a normal person? Der Dude ist echt creepy. Ja. I knew you wouldn't disappoint. I'm glad, given how much trouble I went through to be here. You see, my name was taken from me, so I claimed a color in its stead. The next time we meet, you'll know the exact hue. Der ist echt seltsam. You're on the right path, Kathy. Follow your grandfather, and everything will work out in the end. Wait, what? How did I get here? What the fuck? Am I going crazy? Am I turning into Mom? Okay. What the fuck? Oh, hello, dear. Glad to see you again so soon. Hi, Grandma. I just thought I'd drop by. Sure, hon. Stay as long as you'd like. Der hat mich doch jetzt nicht umsonst bestimmt wieder hier hingeschickt, oder? There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Okay. Weird. Ja. What do you see in this picture, Grandma? I have no idea, but it's quite an eerie display. What is it? I'm trying to figure that out. I found the picture hidden in the attic. Oh, come to think of it, the trees do look similar to the ones in Conwell Woods. Yeah, it was taken somewhere in that area. I found out that the flower in the picture matches a rare local species. Aren't you clever? Do let me know if you come across anything else. I don't want to show her that. Do you know anything about this flower, Grandma? I can't say that I do. I remember seeing it growing in the woods, but I didn't think much of it at the time. Gib mir Sachen. Lillys Mess. I don't see a reason to ask her about that. Ja, das war's dann anscheinend. Okay. Well, Gut, gotta Mutti. go, Grams. Talk to you Omi. later. Bye, Kathy. Aber warum bin ich wieder hier? Vielleicht sollte ich mal Eileen anrufen. Natürlich, die olle Fotze nimmt nicht ab. Ja, auf dem Dachboden und so war auch nichts mehr. Gut, dann gehe ich wieder in den Wald. Warte mal. Hä? Hier die Mutter von der Ertrunkenen anrufen, weil die hat doch mit dem Roten da zu tun gehabt. Ob sie darüber vielleicht noch mehr weiß. Ja gut, ich habe von der halt keine Telefonnummer, ich hatte ja nur die Adresse. Stimmt, da war ja was. Aber der rote, wie sie es nennt, Mr. Proper Glatzkopf, der ist echt creepy. Allein nur das eben halt mit deinem Traum da auch zusammen, ne? Ja. Ich gehe jetzt nochmal in den Wald, mal sehen. Hello? Oh, jetzt liegt da was. Creepy bald guy. Guess no one's home. Looks like a specimen of the red scythe.
It's endangered. I'm not gonna take it without a really good reason. Hey, is this shovel taken? Sieht aus da unten wie eine Zeichnung von diesem Nathan, weißt du? Mhm. That wasn't here before. Gucken wir uns das mal an. Mhm. Handy little shovel. I can dig Das it. könnte eine Zeichnung von Nathan sein, ja. Ja, da war doch da auf dem Boden da und so, weißt du? Die Klinik haben wir auch noch vor uns, aber ich bin irgendwie gewillt, erstmal an den See zu fahren, hier wegen, um das Nathan zu zeigen. Die Klinik läuft ja nicht weg, ne? Mhm. Oh, it's you again. Come on in. Oh, Nathan ist nicht You da. know Nathan today? Nah, haven't seen Nate all day. Probably out in the woods. Oh, jetzt kann ich mir die Bilder angucken. Aha. Looks like Nathan knows the strange red man. I need to talk to him about this. Und Lily kennt den anscheinend auch. I had a few more questions, Sue. Shoot. No reason to show her that. Do you know anything about this flower? Sure. Smoked it a few times back in the day, before it was endangered and all. Yeah? What was it like? Similar to pot, but stronger and more unpredictable. Never touched this stuff after I got pregnant with Lily. All right. No reason to show her that. Sue, what do you see in this picture? My God, that looks like one of Lily's paintings. Wow, really? Can you describe it? It was a nighttime scene, just like the photo, but the lights were floating above the lake. There was a pale hand reaching up from beneath the surface trying to touch them. The forest in the background was on fire, making the sky purple and red. And there were probably other details too, but that's what I can remember. Sounds captivating. Wish I could have seen it. Do you know who the Red Man is? Oh, that's just Nate's imaginary friend. The Red Man has been around ever since my boy was little. I see. So there's no actual person in town he could be referring to? No way! According to Nathan, the Red Man hasn't changed in 30 years. The Red Man actually exists. I met him in the forest. What? That's crazy talk. Stop kidding around. I am not in the mood. Okay. Der rote Mann hat sich die letzten 30 Jahre also nicht verändert. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Dämon, weiche von mir. Gut, es ist ein Mann in Rot, ne? Vor allem eben halt ein mit creepy Make-up. Er lacht schon ganz komisch creepy. Und er kennt unseren Namen und will anscheinend, dass wir zu ihm kommen. Gut, dann kann ja endlich mal die Klinik da. Ach, den kennen wir doch.
Haben sie ihn rausgelassen, ja? Yep, it's full of trash. Figure that. We meet again, Mr. Homeless Guy. Homeless? That's the worst thing I ever heard of, and totally untrue. So, what's up with the trash can? Digging for treasure? Well, I'm just going through a rough patch. By the way, you owe me $10. Nah, you agreed to 7. You're busting my balls here. Better get those balls checked out in this clinic then. So cold. Like a stake through the heart. What do they call you anyway? Goober. Everyone calls me Goober. All right, I'm Kathy. Pleasure to meet you. I need to ask you a few questions. Sounds serious. Ask away. Do you recognize these men? That's your granddad, right? Yeah. What about the other two? No idea. I think my face blindness is acting up again. Okay. Do you know what this key opens? Your heart, mademoiselle? Oh, brother. That'd be one raggedy-ass bribery attempt. Do you know what this is? Chinese fireworks, of course. I grew up in Shanghai. I know what I'm talking about. They used to call me Dong Pai, meaning round-eyed baldy. Those were some rough years. I miss the food, not to mention the women. Got 2 kids down there now, Maylin and little Ping. Time to hit the off switch now, buddy. I don't need to show him that. Do you know anything about this flower? It's red? Enlightening. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? Der Typ, ne? Brot. Oh. Dumm wie Brot, Alter. Are you sure you want to know? Not everyone can handle the truth. Oh, just spit it out. Okay, here we go. Ready? Abducted by aliens. I should have known better. Oh, Oh, Mann. I saw it, man. A big, Ein huge Verschwörungsschwurbler, Alter. Ja. My wife had just left me, taking the dog, not to mention I was being conscripted for the war. But I'm telling you, those goddamn aliens took him and they experimented on him. And that's why he was so messed up when they put him back. Yeah, I'm gonna have to stop you there. Open your mind, man. Ich glaube nicht, dass wir auf jeden Fall Informationen gescheite bekommen. Do you know who Lily Myers was? Yep, my dad was the Ich one will who mich found auch the nicht. floating in the lake. Really? What can you tell me about her? Ah, geez, not a lot. I mean, teenage girls, man, they're like their own species. Impossible to figure out. Not to mention how that entire family ain't, like, people-friendly. Now that's an understatement. Nearly started brawling with Sue the first time I met her. She could sure deal out a mean whooping, that lady. Do you recognize the nickname Cocky? Why, I used to call myself that back in Nam. Oh, how I miss that marvelous youthful ego of mine. Why do I even bother? Do you know who Charles Wade is? Sure, he's been holed up in this clinic for the last couple of weeks. You saw Charles Wade go in there? Well, yeah, I just told you, man. How did he look? Okay, I guess. Still walking, at least. What do you know about Lily Myers' art? Nothing but hearsay. People say it was pretty deranged. What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? I'd say they're good people. Isaac the priest is, anyway. His dad, Father Bill, on the other hand, though, he and the people he had around him were into some weird shit. What kind of weird shit? I don't know, they were like a cult or something, with Billy Praise himself at the top. Really shifty bunch of folks. Isaac turned it all around when his dad kicked the bucket, made it a proper church. Interesting. Do you know anyone else who was involved in the old church?
Not really. I tried to stay as far away from those people as possible. Ask Isaac about it. He's a friendly guy. All right. I might do that. Aha. Also bevor es eine richtige Kirche wurde, haben sie da ganz komische Sachen betrieben. Okay. I don't need to ask him about that. Sekten-Stuff. Ja, ne? Okay, that's enough serious questions for now. Alrighty. Okay, I'm off. Bye. Dann gehen wir mal ins Krankenhaus. Den können wir bestimmt noch gebrauchen. Der sitzt doch da nicht ohne Grund. Nettes Krankenhaus. Mal nicht weiß. Nurse? Hey, nurse! Yeah? Oha. Genervte Krankenschwester. Oh oh. Somebody around here hates their job. No shit. What do you want? I'm here to see Charles Wade. Never heard of him. Anything else? Bullshit. I know he's here. Listen, it's okay. I'm a friend of the family. No, you're not, and I said he's not here. Don't make me call security. I need to get rid of her somehow. A computer. They likely keep records of their patients on it. I can't read it from here. Rows and columns of files. Probably easier to use the computer if I need to do some digging. Wie werde ich jetzt die Krankenschwester los? Again? No thanks. I'm gonna have to think outside the box. Ich muss unconvinced. Vielleicht schon wieder der Heini draußen, wa? Was expecting plastic, but this looks like a real plant. Gucken wir mal. Aber ein Aschenbecher im Krankenhaus. Ja, allein so ein großer, der normalerweise draußen steht, so ein großer, weiß? Und dann im Eingangsbereich im Krankenhaus. Der ja auch damals durfte man nicht im Krankenhaus rauchen, soweit ich weiß. Nee, Zügen aber. Hey, Doofus. In den Raucherabteilen. Oh, hi. So. My story? Yeah. Don't all bum. For your information, this is all just a dry streak in my showbiz. Is that so? I don't recognize you. I used to have more hair. That I actually believe. Come on, man. Frankie Gold is my stage name. Surely you must have heard of me. Not really, no. Oh, come on. I have starred in dozens of Hollywood movies. Silence Der of hat the doch Lambert? Pornos gedreht, Ja. Alter. The Usual Surprises? Natural Bald Killers? Not ringing any bells. So, tell me about this acting career of yours. What Der about hat doch Pornos gedreht, der Ja. Dude, Alter. Tell me about the Silence of Lamb. Lawrence Lambert, a real estate agent, suddenly turns mute. Aber wenn er doch so toll schauspielern kann, dann kann er doch bestimmt irgendwas machen, dass die Schwester zu ihm rauskommt, oder nicht? Who only knows 2 words in English, yes and clean. In the end, Lawrence dies of a heart attack in the arms of his love, based on a true story. I'm not sure I want to know what Jacob's bladder is. Jacob's Bladder. The tragic story of Jacob Cobb, a schizophrenic man. During long and joyful monologues on the can, he starts referring to his nether regions, but sadly, before Jacob has a chance to elope with his sweetheart, he gets committed to an asylum. After a big fight with his paramour, Jacob refuses to pee for a week, and he dies for... Give me the rundown on the... A lighthearted comedy taking place during a surprise birthday party. The story is told from 8 different perspectives to keep the audience guessing who the protagonist actually is. The movie ends with the biggest surprise of them all. Sid suddenly... I guess it's more of a dark comedy. Why do you always die at the end of your movie? Typecasting. Natural bald. It's a dystopian vision of the future where people are valued by the protagonist, Eddie Zephyr, turns bald in high school. One day, he has simply had enough of all the teasing and the bullying, and Eddie makes his way to Mexico for an illegal hair transplant. However... Oh, never mind. Not the cultured type. I understand. Live-Darbietung, oh ja. So, how good an actor are you? The best! You know,
That nurse in there, she said she loved you in all those movies and that she always wished you'd give her a live performance. I knew it. She always gave me these strange looks. I thought it was contempt, but her face must just be cramping up from shyness. Yeah, that's definitely it. She'd love to see you act. I'm gonna have to oblige. Which movie do you... Das Schweigen von ein Herzinfarkt. Oder ein Schlaganfall? Ich weiß es nicht. Nehmen wir erstmal das erste. Probably The Silence of Lambert. Oh, I'm gonna be loud. Oh, fuck. Alcasuela, how I wish I could speak. I have so many things left to say. My chest, no! It can't be! Hold me! Thank you, thank you. You've been a great audience. That wasn't really an electrifying performance. I'll have to intervene somehow. Ich muss wohl eingreifen. Elektroschocker. Ihn erstmal schocken, Alter. Ja. Hey, Doofus. Oh, hi. Hey. Sure. Probably. Oh, I'm gonna be loud. Okay. Ich glaube, es kommt endlich unser Elektrogerät zum Einsatz. Mal gucken. Das wäre jetzt der erste Einfall, den ich habe. Ich habe erstmal brutale Einfälle immer. Ja, gib ihm, schock ihn, mach es. Oh, I wish I could speak. Good idea, but it wouldn't match his symptoms. Aber es würde nicht zu seinen Symptomen passen. Okay. Elektroschocker zu welchem Schlaganfall, ne? Thank you, thank you. You've been a great audience. Ja. Gut. Dann warte. Das müsste der dritte Film gewesen sein. Der zweite war ja nur eine geplatzte Blase. Das wäre jetzt nicht authentisch. Ich bin mal kurz auf Toilette, ey. Mach das! Hey, Hey. Sure. How about business? I can't believe you guys did all this for me. You know, what's this smell? Bacon? Oh, Bobby, my head hurts. I'm seizing. Nurse, he's seizing. Oh, shit. Man, I feel like a total jackass. I'll have to make it. Hat funktioniert, ja? Ja. Ja, ich weiß den Nutzernamen gar nicht. Warte mal. Ah. Employee of the Month, Carlita Mendez. What a joke. It's that obnoxious nurse. Rows and columns. Employee of the Month, Carlita. Wie komme ich jetzt an das Passwort ran? No point. I wouldn't even know what room to go to. Warte. Naja. Ich habe vielleicht eine Idee, wenn es das... Ah, ich habe doch die eine Diskette noch, ne? Aha. Wir holen uns jetzt das Passwort. Die Diskette hat die gute Frau hier nämlich noch behalten. Mhm. Ach, Diskettengeräusch. Wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Boah. Ja, wahrscheinlich wird sich da eben halt der Benutzername eben halt gleich. Passwort ist
Odorgator, aber den Benutzernamen muss ich jetzt irgendwie selbst herausfinden. Oh Gott. Fehler-Nutzer-String occurred. Aber Odorgador. Naja, was ist, wenn eben halt sich der Nutzername auch wie der von Eileen eben halt zusammensetzt? Ja, warte mal. Der erste Buchstabe C. eben halt vom... Mendes. What a joke. It's that obnoxious nurse. Gucken wir mal. Carlita. Erstmal das Passwort, ey, bevor ich das gleich wieder vergesse. C. Mendes. Falsches Passwort. Habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Otto Gabor. Gabor? Otor? Oder mit T? Das war mit T, ja. Das hatte ich Gabor. falsch, ja. Name. Charles Wayne. Kompletter Name. Oder er liegt eben halt unter einem Pseudonym drin, ne? Das ist einfach mal nur mit Charles. Hieß er wirklich so? Ja, na, eigentlich ja, ne? Er hieß ja Charles Wayne, ne? Wade. Ach, Wade? War das nicht Wade? Charles Wade? Keine Ahnung. Nee. Oh, jetzt bin ich irritiert. Wie hieß denn der nochmal? W-A-D-E. W-A-D-E? D-E. Ah, ups. Gotcha. Oh, er hat einen invasiven Angriff am offenen Herzen gehabt. Die erste Prognose ist positiv und der Patient sollte erwartungsgemäß in 6 bis 8 Wochen vollständig genesen sein. Raum 6b. Mann, jetzt haben wir den armen Obdachlosen echt elektroschockt, ey. Ja. It's all right, Claude. Understood, sir. Man merkt reich. You managed to find me. I did. Well, let's get this over with then. How do you want your pictures? Shall I get some tubes to fill my face with? Will that suffice for your front page? I'm no journalist. Well, not yet anyway. Ah, she's but a cub. So, you're hoping for your big break. Surely this must be worth an internship at one of the big papers. Do you want me to call Thompson at the Times and get it over with? I still play golf with him every once in a while. That's not what this is about. It's personal. Sounds serious. Perhaps I should ask Claude to produce his gun. You know, Charles, the person most likely to be harmed by a gun tends to be its owner. Very true. That's something that Japs who captured me learned the hard way. Did my grandfather bail you out then too, or was that one of the few times where he didn't save your sorry ass? Hold on there. Explain yourself. You're willing to listen to something other than your own voice? I'm stunned. I'm Kathy Rain. Joseph was my grandfather. Now I remember. You were at the funeral. I was. You were late. I needed my morning smoke. Besides, it's not like Grandpa was going anywhere. Oh, just look at her, Claude. She's absolutely fearless. That's Joseph's blood running through her veins. She certainly has a smart mouth, sir. I must say,
you have me intrigued, Kathy. What can this old man help you with? Zeigen wir dir erstmal 20.000 Sachen. Do you recognize this, Charles? Of course. Naja, eigentlich müsste er eben halt wissen, wer Cocky ist, ne? Ja. Taken shortly before we went to the war. That guy's name is Jimmy Cochran? Yes. Jimmy Cochran. He used to Ah! go by the nickname Cocky. He was a coward, really. The nickname is somewhat of a bad joke. Cocky. Cocky. I see. Jetzt wissen wir endlich, wer Cocky ist. Könnte das vielleicht der rote Kerl sein? Wer weiß das, You ne? must be truly desperate if you ask random people a question like that. I don't need to show him that. What do you see in this picture, Charles? Fireflies would be my best guess. They can grow terribly large around these parts. I don't need to show him that. Do you know what this is? A flower. Why don't you consult a botanist instead of bothering me with this nonsense? Gut. Do you know anything about what happened to my grandfather in '81? I wish I did, Kathy. You must know I did everything in my power to help. How do you think Mary Elizabeth could afford all that expensive treatment? MRIs, neurologists, say what you will about Joseph. But he was never rich. Strange. Grandma never mentioned that to me. She's just too proud. At first she refused. She was convinced that I had an agenda, that there were strings attached. And were there? Don't be silly. Despite all that had happened, I still loved Joseph dearly. I wanted to help. People from places like this have a deeply rooted mistrust in the rich, passed on for generations. In her eyes, I had become one of them. So that's all you know about the whole affair? Ich schon wieder am Are you Rauchen, ey. implying that there's more to know? I left the diagnosis to the professionals. Mrs. Rain accepted the health care, but asked me to stay out of everything else. So I did. I see. What can you tell me about your friendship with Grandpa? Joseph was the best friend I ever had. We grew up together, married our high school sweethearts together, went to war together. I can't even begin to count the number of times he's saved my life. I repaid the favor once or twice, but he came up ahead, no doubt. So, when did you two lose touch? I heard that something happened between you and him. What was it? The truth Werbungsmanager-Panel fehlt was. Hallo, ich will in mein... Alter. is, Brian Rain happened. Sharon Evans happened. My parents? Yes. They ruined everything with their vile, destructive behavior. I couldn't have that around my daughter or my newborn grandson. Joseph was naive. He believed that anyone could be helped, that anyone could be reasoned with, given a chance. He was just too good, bless him. He should have been harder on Brian, more strict. It's hardly Grandpa's fault. He did everything he could to set my father straight. Oh, I never claimed to doubt Joseph's commitment, but I'm not going to ignore his flaws either. Okay. Your grandfather often used his heart when he should have used his head. You say that like it's a bad thing. Nee, ich habe nur gerade geguckt, ob der Rolling Stone bei mir in der Followerliste auftaucht. Ah, okay. Eventually my company grew much too large for this little town and we moved on. Sagt, glaube ich, alles. Your grandfather ended up in that wheelchair. That marked the end of our friendship, for obvious reasons. You bought a number of paintings by Lily Myers. Why? I'm known to dabble in art from time to time. Martha, my wife at the time, was enamored with the paintings. I believe she first saw them at the high school which the Myers girl attended. Anyway, after the poor girl killed herself, I bought the paintings speculatively. When a young artist with any talent to speak of commits suicide, it can be a wet dream of certain connoisseurs.
Shortly after procuring the art, I had it valued by an expert who determined that the value was 3 times the amount I bought it for. Today, I'm sure I would have made my money back tenfold or more if it wasn't for the art theft. What art theft? There was a burglary at the mansion I used to own here in town. It was all over the local news at the time. Well, shit. Eloquently put. Tell me about Jimmy Cochran. Is he still alive? In a literal sense. He's been held in a mental institution for years. Let me guess. Since 81? Either 82 or 83. I'm fairly certain it was early 83. Do you remember the name of the institution? Something starting with an E. Emerson, Everton, or similar. Ingstrom? Ingstrom Psychiatric Hospital? Yes, that's the one. You know the place, Kathy. I do. My mother is in there. Sharon Evans? I had her committed about a year ago. I see. It must have taken a lot of courage to do that, Kathy. Mothers have a lot of power over us. More than most of us care to admit. I guess so. Do you know why Jimmy ended up in there? Some obsessive-compulsive syndrome. He became fixated with circles and started hurting himself, trying to scratch the circles out of his head. Creepy. I wonder what set him off. I think I'll check the place out tomorrow. Too late to head back to the city now. Aha, schon wieder Kreise. Can you tell me about the art theft? Well, somebody broke in, stole the paintings and Wieso habe ich das Gefühl, dass die Kirche da voll mit drin steckt, ey? Lots of broken windows. The strangest thing was that I had a Monet, a Rembrandt, and Wieso habe ich das Gefühl, dass eben halt der Rotmann Bill ist? But every single painting Bill? by an unknown Ah, der vorige Fahrer. Ja. Ah! Weißt du, dass der seinen Tod nur vorgetäuscht hat? I assume there was an investigation. Yes, Sheriff Truman came by with his deputy a few hours later, but they didn't have much luck. They found a few hairs, which turned out to be from Ruffles, the family dog. Some stunning police work right there. Indeed. There was a single witness, though, who said he could make out multiple burglars leaving the scene of the crime, but nothing more than that. So, I take it the case was closed? Yes. I honestly didn't care much one way or the other, given the fact that my most expensive pieces were safe and sound. I think I'll have a chat with the sheriff about the matter, if that's okay with you. Certainly. I'll call ahead and instruct him to give you everything you need. That'd be great. Thanks, Charles. Anytime. But I'm curious, what's your interest in the paintings? I've learned that my grandfather went to Sue and asked to see them, right before he had his injury. Is that so? Strange. What can you tell me about the Church of the Holy Trinity? They seem like any other church to me. But then again, I'm not their usual clientele. Weddings, baptisms, and funerals are just about what I can muster. And I always leave early. I don't need to ask him about that. Gut, dann haben wir alles. Thanks, Charles. That's all I need for now. You're welcome, Kathy. Come back anytime. Tschüss, reicher Schnösel. Mit Einzelzimmer. Und Bodyguard. Ja. Bewaffneten Bodyguard. Ja. Bewaffneter Bodyguard im Krankenhaus. Ja, die Schwester ist auch immer noch nicht da. Ich denke mal, die ist immer noch beim Schlaganfallpatienten. Schnell weg da. Ja, natürlich sitzt er hier auch nicht mehr. Irgendwie tut er mir ein bisschen leid. Journalisten sind erbarmungslos. Dann gehe ich ja wohl erstmal zum Sheriff, ne? Der darf ja jetzt plaudern, ne? Haha. Lebt die Pflanze noch? Okay. Uh-oh. I think it's time to switch to decaf.
Eure Pflanze solltet ihr mal gießen. That plant isn't looking so good. And it Moin, smells Ruler. weirdly like coffee. Morgen! Must be a coffee plant. They're not made for this climate, you know. Oh, of course. Duh. Kaffeepflanze muss wohl eine Kaffeepflanze sein. Die ist für dieses Klima nicht gemacht. Ja, es ist jetzt eine Kaffeepflanze. Ich liebe solche kleinen Details. Mind if I ask you a few more questions? If you must. Do you know what this is? Ah, it's just some kids playing pranks with flashlights. I don't want to show him that. Do you recognize this flower? Matter of fact, I do. It's a local endangered plant with mild narcotic Gleich nur erstmal ins Bett. Yeah? Ja, ich auch um 7 einkaufen, danach in die Flinte und dann um 16 Uhr aufstehen. Wenn ich dann 17:30 ready bin. Ich zieh heute mein neues T-Shirt an. Hui. Ja. According to the Endangered Species Act of 1973. Gotcha, thanks. Warte mal kurz. Warte, weiter. Warte kurz. Hast du Discord-Nachricht gekriegt? Ja. Beziehungsweise, ich habe nur jemanden geschrieben. So, was habe ich gezeigt? Das ist die Karte? I don't want to show him that. Nee. Das habe ich auch nicht. Das habe ich ja schon gezeigt, ne? Do you recognize this flower? Matter of fact, I do. It's a local endangered Ja, plant with mal mild sehen, wie das heute narcotic Abend läuft, wa? Yeah? Have you come across any users in the area? Sure, but it's a bit tricky to do Ja, anything ich about bin it. gespannt. Using it as a substance Ja. is technically illegal. Ah, so the illegal part is picking it in the first place. Yes, knowingly picking the flower is a crime, according to the Endangered Species Act of 1973. Gotcha, thanks. Ja, ich denke mal, weil du dann da um den Zeitraum wach bist, wirst du auch einer der ersten Teilnehmer sein. Sei froh, dann hast du es hinter dir. Do you know who Jimmy Cochran is? Nope. Do you know anything about the art theft in the Wade estate? Yes, Mr. Wade phoned ahead about that. Ey, wie gesagt, dann hast du es definitiv hinter dir. Sei froh. Get the report from the burglar Weil die in the meisten Wade kommen erst ein estate bisschen back in später, weil es 86. halt anders nicht geht. On it, boss. Kai und so hat sich ja auch für später angekündigt. 18, 19 Uhr ist ein Slate-Seeker da. Thanks, buddy. Sophie weiß ich gar nicht ab wann. Wird man dann ja sehen. Sei froh, bist du fertig? Also ich an deiner Stelle wäre froh, wenn ich Erster wäre. Dann weiß ich hab's hinter mir. Umso später es wird. Hey, Lenny. Hello, Kathy. What's up? Nah, I don't want to ask him about that. Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich überhaupt jetzt Sachen bekomme. Ach ja, Polizeibericht Raub. Well, Upsala. gotta go. See ya. Der Alarm auf dem Wade-Anwesen wird ausgelöst. Das Haus steht derzeit leer und die Polizei wird von den Nachbarn kontaktiert. Beamte erscheinen am Tatort, mehrere eingeschlagene Fenster konnten entdeckt werden. Bei der Durchsuchung des Anwesens und des umgebenden Geländes kann keine Spur des Täters gefunden werden. Ein einzelner Zeuge identifiziert als Franklin Goldfarb. Ist das nicht der Penner? Berichtet gesehen zu haben, wie mehrere Diebe den Tatort verlassen.
Charles Wade kommt in Gonville Springs an, um eine offizielle Stellungnahme abzugeben. Nachdem er das Haus inspiziert hat, berichtet er, dass Gemälde im Wert von über 15.000 Dollar gestohlen wurden. Die fraglichen Kunstwerke sind noch nicht in Kreisen aufgetaucht, die normalerweise mit gestohlenen Waren in Verbindung gebracht werden. Untersuchung wird eingestellt, da keine weiteren Hinweise aufgetaucht sind. Ich weiß gar nicht, was ihr eigentlich alle mit den neuen Geistern habt. Also im Gegensatz zu den Geistern, die wir jetzt haben, sind die leichtesten zu identifizieren. Also, ich weiß gar nicht, warum sich hier alle einscheißen wegen den 3 neuen Geistern. Keine Ahnung. Ich finde die gechillt, also ganz ehrlich, ich hätte jetzt Schlimmere erwartet. Na, warte mal, wenn dieser Penner-Typ eben halt vielleicht dieser Franklin Goldfarb ist, müssten die das doch eigentlich wissen, dass der das ist, ne? Ja, dieser Cooper hat sich ja fast so genannt, ne? Gobby. Gobby, genau. Does the name Franklin Goldfarb mean anything to you? Sounds familiar, but I can't place him. Do you know anything about a weird bald guy dressed in red around here? You're joking, right? Oh, never mind. Do you know who Jimmy Cochran is? Not really, Kathy. Sorry. Lenny, I don't want to show du him. bist total nutzlos, echt. Hey Lenny, do you recognize this from... Flirten kannst du nicht. Ja, ich wollte mal gerade jetzt fragen, war Lenny bis jetzt überhaupt einmal hilfreich? Nee, ne? Sick and delirious for days. Scary. Where did you come across this flower? Somewhere in Conwell Woods. Not sure where exactly. All right. I don't want to show him that. Do you know what this is? I have no idea. Looks creepy, whatever it is. Where did you get it? Grandpa had it hidden away in the attic. Probably for a good reason, then. Be careful out there. Lenny, Well, du bist gotta go. so eine nutzlose Mistsau, ne? Siehst nicht nur aus, ey, wie so ein Beachboy-Milchbrötchen, Alter, sondern, ey, bist auch noch genauso nutzlos. Hello, Sheriff. Mind if I ask you a few more questions? If you must. I'll hang on to it for now. Do you know anything about a weird bald guy dressed in red around here? What the hell are you talking about? Never mind. Does the name Franklin Goldfarb mean anything to you? Never heard of him. Anything else? Der unfreundlichste Polizeichef That's all for ever. now. Good. Okay, in der Polizei findest du ja nichts raus. Auch nichts über den Mann in Rot. Nee. Der scheint da ja echt ein Mysterium zu sein. Viele halten ihn halt nur für eine Legende, ne? Fragen wir mal den Kirchenheini. Den Isaac. Isaac. Hello, Isaac, Entschuldigung. I've got a few more questions for you. Isaac ist so ein ausländischer Name, ne? Amerikanischer. Ach, ein amerikanischer. Okay. Deswegen ja auch Isaac. I know I was Isaac. hiding something, but Oder Isaac. I could. I'll keep it. Die Sachen will sie ihn auch noch nicht I zeigen. don't need to show. Do you know who Jimmy Cochran is? I don't recognize that name, no. Do you know anything about an art theft at the Wade estate in the 80s? I have just a vague memory of reading about it in the paper. This may sound strange, but have you heard of or seen a strange man dressed in red? Only our Lord and Savior Jesus. Surely his rags were drenched in blood as he lay upon the cross. Ja, That's Jesus not war es what I bestimmt meant. nicht. I mean someone here in Conwell Springs. Are you joking? I haven't seen a person like that, no. Do you know who Franklin Goldfarb is? I'm afraid not, my child. Franklin Goldfarb That's all kennt I need anscheinend for now, auch keiner. May the Lord... Ich kann ja mal gucken, ob unser Penner wieder vor dem Krankenhaus hockt. Ob er sich erholt hat. Mal gucken.
Ne, die Schwester ist auch immer noch nicht da, aber vielleicht weiß ja der Heini oben, wer dieser Goldfarb ist. Die Schwester ist immer noch nicht da. Ah, haben wir ihn ein bisschen zu sehr geschockt, oder? I had some more questions, Charles. I'm listening. Do you know who Franklin Goldfarb is? I'm not familiar with that name. Der Name sagt ihn auch nichts. Alter, der war der Zeuge bei deinem Raub. Ach, Gottchen. Ich glaube, da bleibt jetzt nur noch Ommes, oder? Oma, Sue. Wer war da nochmal Sue? Ach! Muttern von... Ah, ja, ich hier ein Pratze, ja. Der Bleiente. Vielleicht ist ja auch Nathan wieder da. Er müsste doch was vom roten Mann kennen. Immerhin hat er ihn gemalt. Nicht nur das. Nur das, was eben halt der Typ da auch gesagt hatte, ne? Hm? Hörte sich eigentlich so an, als wenn er eben halt mit dem Tod von Lily irgendwas zu tun hatte. Ja, weil immerhin war er ja auch auf dem Bild, ne? Von Nathan und so, ne? Mit Lily zusammen. Mhm. Oh, it's you again. Come on in. Alles 5. Ach, Nathan ist immer noch nicht da. Du musst wahrscheinlich erst wieder einen Tag pennen oder so. I had a few more questions, Sue. Shoot. Aber vielleicht weiß sie ja, wer dieser Goldfarb ist. Ja. Did you know that somebody stole Lily's paintings from Wade? Huh? I knew he got robbed a few years back, but I thought he still had them all. I don't need to ask her about that. Das muss ich sie nicht fragen, okay. Does the name Franklin Goldfarb mean anything to you? You mean Goober? Nobody calls him Franklin anymore. Oh, that's Goober's real name? Gotcha. Na, endlich. I think I'm gonna head off now. Sure thing, little cat. Come back anytime. Der Franklin ist wirklich Cooper, der Penner, den wir ausgenockt haben. Gobba, Gobba Goblin. Was? Ich kann ja trotzdem nochmal mit Oma reden. Und vielleicht mal meine Mitbewohnerin anrufen, weil sie hatte ja eigentlich auch ein paar Aufträge, ne? Müsste doch mittlerweile auch mal was rausgefunden haben, die alte Schrapnelle. Oh, hello, dear. There are a few things I need to ask you, Grandma. Very well, dear. Do you know who Jimmy Conklin is? He was a friend of Grandpa's. I believe he teaches at the flight school these days. I don't think so, at least not anymore. I was told he was placed in a mental facility. Really? He always struck me as a kind man, maybe a bit nervous and on edge, but not crazy. There's more. I found out that Jimmy asked Grandpa for help not long before Grandpa ended up in that wheelchair. Jimmy sounded really desperate. I'm sure what happened to Grandpa that night had something to do with his cry for help. You should go find the man, and surely he must know something. That's the plan. I just wondered if there's anything else you think I should know about him. Not really. We haven't stayed in touch since Joseph was injured. I know that he had a wife, Agatha, and a son, James. Agatha passed away from cancer years ago, but as far as I know, James still lives in the city with his family. Okay, thanks, Grandma. I don't see a reason to ask her about that. Does the name Franklin Goldfarb mean anything to you? Oh, that poor man. He used to be an upstanding citizen, you know. Now he's constantly drinking and keeps
babbling on about that imaginary acting career of his. Right. Goober. I don't want to show her that. Goodie. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Plappert heute von seiner imaginären Schauspielkarriere, ja? Aber die hat uns heute weitergebracht, seine imaginäre Schauspielkarriere. Yeah. Mit ein bisschen Nachdruck. Mit dem Elektroschocker. No result for that. Da geht die Alte mittlerweile mal ans Telefon oder musst du da erst vorbeifahren? Ja, ich gehe erstmal ganz kurz durch, ob ich neue Nummern bekomme. I already know that Goober is Franklin Goldfarb. Sollte ihn einfach suchen gehen. Ach, der ist im Krankenhaus, das wissen wir doch. Ja, dann rufen wir mal an. Erstmal das Wohnheim. Komm. Es ist schon abends und die ist immer noch nicht auf ihrem Zimmer. Naja, du weißt nicht, wie spät es ist. Bei dir tickt ja da keine Uhr. Mhm. Alle Telefonnummer mal durchklüngeln. McConnell Air Force Base, how can I help you? Hi. I was just wondering if you had time to answer a few questions. Sure thing, ma'am. Ask away. Do you know anything about a pilot named Jimmy Cochran? He was assigned to your base during World War II. Maybe even longer? Hold on, let me check. Yes, Jimmy Cochran, fighter pilot born 1922, tour of duty in Japan from 41 to 42, honorably discharged for health reasons. Spent some time as a civilian pilot elsewhere in the U.S. until he returned to the flight academy here in the capacity of a teacher. Mr. Cochran was the major proponent of opening up the academy to civilian students. He continued teaching at this base until a sudden resignation in 1983 for unspecified reasons. All right, thanks. I don't see a reason to ask him about that. I don't see a reason to ask him about that. I don't see a reason to ask him about that. I don't see a reason to ask him about that. Good. All right, that's all. Goodbye, ma'am. You've reached Erica Wade. Leave a message. Der Hacker Dave und so brauchen wir ja nicht. Gut. Nee, und Kleid auch nicht. Nee. Der wird wahrscheinlich sowieso stinksauer sein, wenn der in seine Login-Daten und alles reinguckt als Chef der IT-Abteilung. Ja, und dann sieht, dass die eine Internetverbindung wieder offen ist. So, Polizisten auch nicht. Jetzt bin ich langsam überfragt. Eigentlich müssen wir Cooper finden, ja nur noch, ne? Ich gehe mal auf den Friedhof. Weil es gibt etwas, was mir schon vorhin aufgefallen ist. Warte mal. Du hast einen Schlüssel. Ja. Passt der vielleicht in die Tür von dem Mausoleum? Besonders weil da Price draufsteht. Da ist bestimmt der Vorfahrer drin. Mhm. Jetzt, wo du das sagst. Ne? A family mausoleum. Isaac's family must be pretty rich. Ein Schlüssel. That doesn't need unlocking. Das muss nicht aufgesperrt werden. Also, auch wenn es das ist, sie will es im Moment nicht aufsperren. Rest in peace, Grandpa. I wish things could have been different. Kann ich die Schaufel an Grandpas Grab verwenden? I'm just gonna let Grandpa rest in peace instead. Ja, gut. Ja, ich denke mal, wir müssen Cooper finden. Gobber. Ja, ach, Gobber, meinst du, wird das ausgesprochen? G. Gobber. Eigentlich, wenn man es eben halt eigentlich amerikanisch anspricht, Goober. Mhm. Vielleicht sitzt er ja wieder vor der Klinik.
Nee. Hier irgendwo am Eingang. Ah, die Krankenschwester ist zumindest wieder da. I need a word, Miss Mendez. Wait, how do you know my name? It's written on that board behind you, genius. You have the eyesight of a bald eagle or something? What can I say? I'm a freak of nature. What happened to Goober, anyway? Who? The guy who had the seizure? Oh, he ran off somewhere. Kept babbling about a religious near-death experience. Okay, thanks. Er ist davongerannt und hat irgendwas von spiritueller Nahtoderfahrung gefaselt. Aha. Ist der etwa zum See gefahren? Wieder See oder Wald, oder? Ja, ich meine den Wald, ja. Ah, okay. Oh, da habe ich zu weit geklickt. Ja. Ah, jetzt bin ich zur Hütte am See. Ich sprach... Aber ne, hier ist er auch schon mal nicht. Hätte ja sein können, dass er da unten hockt oder so. Gut, haben wir das schon mal nicht. Wald. BZ wie Naturschutzgebiet. Ah, hier ist aber auch nichts. Nur die Blume, wenn. Looks like a specimen of the red scythe. It's Willst du, endangered. I'm warte not mal, gonna tu take doch it mal with die Schaufel an der Blume ausprobieren. Ist ja nicht so, dass sie von Not Aussterben sure what I'd bedroht wanna ist. dig up. Nee. Will sie nicht, okay. Er ist weggerannt. Ja, wo könnte er denn jetzt sein? Hör mal, Nahtoderfahrung. Kirche! Vielleicht Kirche. Ah! Spirituelle Nahtoderfahrung. Aha! Da ist er doch. Hello again, Goober. Goober! You again? Are you stalking me, girl? You pop up everywhere I go. I'll try to tone down the charm, but I can't promise anything. Huh. Yeah, you're quite the charmer. I know. I just said that, man. Listen, I feel kind of bad about the electrocution. Oh, that's what it was. What a cherry on top of my stellar performance. Yeah, it was... pretty convincing. So what brings you to the house of God? Come to repent? I'm afraid that ship has long since sailed, buddy. I had a few things I wanted to ask you about, though. Shoot, Missy! Gut, jetzt können wir ihn endlich auch ausfragen. Oh Gott, das hat er ja schon alles beantwortet. Your real name is Franklin Goldfarb, right? Oh, nobody calls me that. Regardless, I know for a fact that you were a witness to a burglary a few years back, at the Wade Estate. Yeah, what about it? Why don't you tell me what you saw exactly? I heard the alarm go off, glass breaking, then I saw 3 guys running away, carrying a bunch of stuff. What did they look like? It was dark, I don't know, they were definitely 3 big, bulky guys. They what? Oh, nothing, that's it. Didn't see anything else. Bullshit, spit it out. Well, one of those guys dropped his ring when running away. I sort of pawned it. A ring? What kind of ring? Platinum with an inscription. 2 letters, B something. Man, I don't remember. My photographic memory stopped working in 1979. Which pawn shop was that? Pete's Pawning and Plumbing. It closed down a long time ago. Irgendwas. Owner left town. There's a coffee shop back there now. Too bad. Guess that's a dead end. Thanks anyway. Didn't I see 2 letters fitting that description recently? B Not on a irgendwas. building. It was something small. Bill Price? Vielleicht. Sie sagt ja auch jetzt gerade sowas, sie hätte so eine Inschrift schon mal gesehen, aber nicht, ne, auf etwas Kleinem. Vielleicht ein Grab? I don't need to ask him about that. Das heißt, wir gehen gleich nochmal Gräber durchforsten, ja? I should probably confront him Wahrscheinlich. directly about him being a witness. Do you know what this is? Chinese firework. I Na, missed das habe ich ihn ja schon alles gefragt, so. Okay,
That's all. See ya. B irgendwas. Ja, gehen wir mal zum Friedhof. Ich finde es sowieso komisch, dass anscheinend die Kirche nicht in der Nähe dieses Friedhofes ist, dass beides ganz schön weit getrennt ist. Ist eben halt der Friedhof von Horst eben halt auch. Echt? Ich meine, die haben eben halt eine kleine Kapelle da, nur mehr haben sie nicht. Ah, okay. Obwohl eben halt, man muss dazu sagen, Horst ist auch ein Dorf. Ein Dörfli, ja? Ja. Hat vielleicht, wenn es hochkommt, irgendwie knapp über 100 Einwohner. Wenn nicht sogar noch weniger, keine Ahnung. Sagen wir es mal so, wenn ich dann mit dem Roller hingefahren bin, ich bin Ort rein, 3 Minuten später wieder raus. Hm. Ich gehe erstmal die großen Sachen hier durch. Die Gräber sind ja nicht so viele. A family mausoleum. Sie sagt, sie hätte schon irgendwo was gesehen. Nur ein kleiner. Conwell Springs. Hab ich vielleicht doch noch vergessen, den irgendwas zu fragen? Aber ein Ring, sie hätte das irgendwo schon mal gesehen auf was Kleinerem. Oh, ich bin so blöd, warte. Guck mal hier, ich habe hier ein Feuerzeug, da steht BH drauf. Oh. Ich zeige mal das Feuerzeug. Ah. Ich dachte, die redet von einem Grab. Nein, die redet von ihrem Feuerzeug. Das Feuerzeug war bis jetzt noch nicht wichtig. Ich habe nie auf das Feuerzeug geachtet, was da drauf steht, ey. Hi, Goober. Shoot. Da frage ich mich aber, wo hat das Feuerzeug her? Look anything like this? Wow, actually exactly like that. BH. Any idea what BH stands for? Beehive? Bed high? Big head? Ja, jetzt stehen wir wieder da. Ja, Wüsten, Alter. Ja! Okay, that's all. Mann, muss der verzweifelt sein. Oh ja. Ich glaube nicht, dass die Frauen in die Bude einrennen. Nee, nicht wirklich. Do you know what BH means? It's inscribed on this lighter. I'm sorry, but no. That's all I need for now. May the Lord... Ich rauche schon wieder zu viel. Hey, 6 Uhr und ich bin immer noch wach. 3 Tage wach. Auf geht's, ab geht's. Ja, ich rauche jetzt auch nur noch die und dann werde ich dann auch danach den Stream ausmachen, weil ich muss sie auch gleich noch fertig machen. Ist ja 6 Uhr. Richtig. Wann geht der Einkaufen da los? 7. Hello, dear. Jo. There are a few things I need to ask you, Grandma. Stunde. Very well, Richtig. dear. Fragen wir sie mal, ob sie weiß, was BH ist. Do you recognize the acronym BH? It's on Dad's Ah, das ist das lighter. Feuerzeug ihres Dads. Yes, dear, it means the Black Hats. They're those ruffians on motorcycles whom your Oh. father is associated with. Oh, his biker gang. That makes sense. What can you tell me about the Black Hats? I refuse to talk about those hoodlums. They turned your father into a horrible person. You should stay far away from them, Kathy. They're awful people, just awful. Okay, jetzt wissen wir, wer die sind. I don't want to show her that. Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Tja, aber so weißt du jetzt wenigstens eben halt, wer mit denen für die Kunstraub da
verantwortlich war. Die Biker Gang. Passt zu denen, gell? Ja, eigentlich eher weniger. So typischerweise haben eben halt die Biker-Gangs eben halt gerade die Stimmen eben halt den Ruf eigentlich gehabt, eher wegen Prostitution, Drogen und Waffenschmuggel. Ja, das Spiel war mal wieder so fesselnd, dass es ja mit Persona ja wohl heute nichts wurde. Ja. Aber solche Spiele sind aber auch echt immer cool. Ja, auf jeden Fall. Puh, komm, die Polizisten werden es bestimmt wissen. Die Black Cats haben doch bestimmt eine Akte, Alter. Erstmal Lenny. Nichts nutzt Lenny. Hey, ich, Bubi! Hello, Kathy. What's up? What can you tell me about the Black Hats? They've caused us trouble from time to time, but they've been kind of quiet lately. We put a few of their captains in the slammer over the years, but we never managed to find enough dirt on their leader. Bo Brunson. Big Bo. Do you know where I can find them? Yeah, hold on. Let me just find a map. Nein, erstmal nützlich? Wow. Got it. Thanks. Supi. Well, gotta go. See ya. Oh mein Gott, das muss ich mir ankreuzen. Lenny war nützlich. Sweet butt incoming! Like hell I am. I'm nobody's property. You sure? Doesn't she look like a sweet butt? I think she does. Step off, creep. Or what? You tell your daddy on me? Or you'll be scraping your balls off the floor, you fucking pig. Oh, I love it when they play hard to get. Let go of me! Elektroschocker. What the hell's going on out here? Nothing, Prez. Just having a bit of fun with this gash here. I suggest you leash that dog of yours. For fuck's sake, Prospect, not again. Get the hell out of here. Sorry, boss, I'll go. He'll be disciplined for that. He better be. I take it you're Bo? I am. And who are you, darling? Kathy Rain. Bullshit. She lives in the city with her deranged mother. Who are you, really? Did the Vandals send you? No, they didn't. I am Kathy Rain. Prove it, then. Well, I would, but I left my ID back home. That's convenient. I think I've wasted enough time with you. I need to Das figure out Feuerzeug some ihm zeigen. This proof enough for you? I'll be damned. That's Brian's lighter, all right. Sorry about the paranoia. We've had some problems with the Vandals lately. I get it. Can't be too careful. So, that's your ride out there. Corley Motors, right? 78? 76. You got the same taste as your old man. He always rode Corleys. Probably the only thing he and I have in common. Did you set up those mods yourself? Looks custom made for your, small frame. Yeah, took some time to get the measurements right. I imagine so. Girls like you don't often ride heavy bikes. I'm not most girls. Ain't that the truth? Most girls don't just waltz into places like this either. I guess you'd know. Anyway, I had some questions for you in the club. Go ahead, then. Your old man was a good brother, so I'll indulge you for now. I already showed that to him.
I don't need to show him that. Hey, Bo, any idea of what this key opens? You ask weird questions, you know that? Do you know what this is? Whoa. What? Do you recognize that? I saw one of those with my own eyes a few years ago. Really? Where? Middle of the woods, the road to the city. Those things came from nowhere and gave me this crazy headache right on the plate in my head. At the time, I thought it was just a nasty case of migraine. You have a plate in your head? Yeah, titanium from a shrapnel wound I got in Nam. I see. Titanium isn't the least bit magnetic, is it? How the hell should I know? I'm no scientist. Do you remember where exactly on the road it happened? No. Like I said, I dismissed it as a migraine. Didn't pay too much attention as to where I was. Fair enough. Oh, endlich mal jemand, der diese Lichter mal gesehen I hat. don't need to show him that. Do you know anything about this flower, Bo? Do I look like a florist to you? Yeah, a little bit. You crack me up, girl. I don't need to show him that. Do you know anything about what happened to Joseph Rain in 1981? No, we had our differences, me and him, but that's a horrible fate for a man. I'd rather be dead than a vegetable. So I take it you and him didn't get along. No, I could write a book about that man. On one page I'd praise him, on the next I'd want to smash his skull in. He could be a real self-righteous prick when he wanted to, that's for sure. But everyone knew he was the real law around here. Truman was a tool. I respected Joseph, and he respected me, but he hated how Brian looked up to me. Joseph always blamed the club for the path Brian chose in life, even though it was just due to him being a shitty father. You seriously thought Grandpa was a bad parent? Everybody knew about it. People just tend to forget the bad qualities of men in wheelchairs. Joseph wasn't a saint. He saw everything in black and white. He was only kind to whomever he considered to be good by his narrow moral standards. The ones who wouldn't fit in that small mold didn't get any chances. None whatsoever. Do you know anything about Lily Myers? Nothing that anyone else around here couldn't tell you. Do you know who Jimmy Cochran is? No. Tell me, how long have you been the president of this club? 15 years now, give or take. VP for 10 before that. Good. Then you can tell me why you stole Lily Myers' paintings from Charles Wade in '86. I don't know what the hell you're talking about, but I'd recommend you be careful with wild accusations like that. Fine. Is there anything I can do for the club to earn your trust? You mean like cleaning the toilets? Making coffee? I think we got that covered, Cupcake. Spare me your sexist bullshit. I can take care of business. You're nothing like your old man, you know that? I take that as a compliment. You do that. In any case, I've had enough of this nonsense. Stop pushing your luck. What can you tell me about the Church of the Holy Trinity? Do I look like a pious man to you? I've peed on churches. This may be a weird question, but have you ever met a bald man dressed in red? I've made a few bald men red. That count? What can you tell me about the Black Hats? Black Hats MC was founded in the 60s by my old man, my uncle, and 2 other local bikers. Conwell Springs is the mother chapter, and we have support clubs in 6 other locations across 3 states. There's a total of 16 members here, 12 patch, 4 prospects. I'm the acting president of this chapter as well as of the whole club. Have been for more than 15 years. The law give you any trouble? It used to be tough when your granddad was around. He and Truman ran a tight ship. And now? Now they try, but Boyks and the boy are a nuisance at best. All right, I'm gonna hit the road. Hier kann ich sein Vertrauen I have some gewinnen. business to take care of, but make yourself at home. Thanks, Bo. See you around. Dass er mir über den Diebstahl erzählt, ne?
Mhm. Hey, Brian's girl. Yeah? I overheard you. I'm Emmett. Hey. The boss man isn't usually that grumpy. He's got a lot on his mind. But I think I may know of a way to loosen him up. I'm all ears, buddy. Well, Bo and Brian are the double Bs, as we used to call them. They used to have this drink together. Brian came up with it. He called it a Bloodier Mary. Sounds like my kind of drink. Yeah, it's basically a Bloody Mary, but with pig blood instead of tomato juice. I take that back. Gross. I'm kidding. It's just a Bloody Mary, but with a special ingredient added to it. If you say that special ingredient is blood, I will literally punch you. No. Brian refused to tell anyone what it was. He only made it for special occasions. It's probably something uncommon, like a rare herb or some kind of expensive spice. Yeah. So let me guess. If I can produce this drink for Bo, you think he would help me out? It'll make him remember Brian, which should go a long way. He hasn't had that drink since your old man disappeared. Brian was like a son to him. The boss would have died for him back in the day. If you could recall the good times with your father, he might change his mind. I guess it could be worth a try. But wait, why are you helping me? You're Brian's kid. That means you're family. We take care of family. Well, how was that drink compared with a regular Bloody Mary? Tasted a bit more like pepper and had a punch to it. It usually gave some pretty nasty hangovers. Oh, if you had a lot of them, you'd hallucinate some crazy shit. Pretty wild. Trippy. Thanks. You're welcome, darling. Hat nach Pfeffer geschmeckt und hat echt einen riesigen Kater und ausgenockt. Jupp. Oh yeah. Hey, bartender, do you happen to know how to... Also, bis jetzt hast du in dem Spiel schon eine Körperverletzung begangen, tust wahrscheinlich auch noch gegen Naturschutzgesetze verstoßen. Das, was ich gleich tun werde, genau, indem ich die Pflanze absäbel. Die steht nämlich unter Naturschutz. Ich habe eine Pflanze auf dem Gewissen. Und breche wahrscheinlich so ziemlich jegliche Regeln überhaupt. Ich bin schon ins Asservatenkammer eingebrochen. Das sind schon so... schon ein bisschen was für die Akte. Und das nur innerhalb von 3 Tagen da. Sorry, endangered flower, but I really need to make a drink. Und da haben wir die Pflanze gepflückt. Und schon habe ich das nächste Gesetz gebrochen. Scheibenkleister. I used to be a bit of a... Muss wahrscheinlich jetzt zu den Bartypen, die eine Bloody Mary holen. Ja, aber das werde ich dann wahrscheinlich heute Abend nach der Challenge weitermachen, weil ich mache jetzt nämlich aus. Sonst verpasse ich noch mein Einkaufen, weil das Spiel so fesselnd ist. Aber wir scheinen eben halt schon ziemlich weit gekommen zu sein. Ja, das kriegen wir auch noch durch. Jo. Wird ja langsam alles verzwickter, ne? Mhm. Und mal sehen, in was alles der Opa da so mit drin hangen, ne? Und die Kirche und so. Und dieser Glatzkopf da. Ja, vor allem, was dieser Glatzkopf damit zu tun hat, und vor allem, wer er ist. Ja, dass er sogar in den Träumen auftaucht. Ja. Gut, dann sage ich auf jeden Fall schon mal im Streaming. Wir sehen uns später. Jo. Ich bin ja dann auch dabei. Genau, zur wilden Challenge. Um so ein olles T-Shirt. Genau. Dann bis heute Abend. Jo.
of skimming barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and rain. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin.